Knopf drücken für den YouTube. Jo, heute hat mal wirklich alles sofort geklappt. Servus, 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 meine Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Warte. Ja, das war jetzt mal... Oh, warte. Das war heute mal ein kurzer Ausflug in die Welt des Technos. Ich habe gestern mit Cheffe mir noch Tomorrowland-Video reingezogen. Und wir fanden es einfach geil. Das ist ein ganz schön aufwendiges Geschichte. Das ist richtig, Paddy. Und schön, dass du trotzdem geschafft hast. Ich danke dir an der Stelle recht herzlich dafür. Vielen Dank für deinen Sub, Mann. 8 Monate im 3. fortlaufend. Ey, sogar ein Echtgeld-Sub, Mann. Die schmecken besonders gut. Grüß dich. Warum kurz? Den kurzen Ausflug? Boah. Also ich kann mir generell Musik in den verschiedensten Richtungen geben. Also wirklich, es fängt an bei Hip-Hop, geht über Rock, geht über Hardrock, geht über Techno, geht über wirklich übelsten Hardcore-Techno. Ich höre auch Schlager. So, also ich höre eigentlich alles, was sich für mein Ohr gut anhört. Ich möchte mich da immer nie so festlegen. Denn wer sich festlegt, also so ein Universalgehör, kannst du quasi sagen. Denn ich bin der Meinung, wer sich festlegt, der verschließt sich anderer guter Musik. Ich finde auch internationale Musik zum Beispiel voll geil. Es gibt super geilen spanischen Rap, so. Habe ich hier auch schon mal Raimundo spielen lassen. Es gibt super heftigen französischen Rap. So, beziehungsweise da ist eher der heftig französische Trap, so. Es gibt in Brasilien coole Musik. Es gibt in Jamaika richtig geile Musik. So, also wer sich da verschließt, finde ich, verpasst zu viel. Ich kann aber nichts damit anfangen, so mit ich höre nur Rock und ich mag die ganzen Rapper nicht. Finde ich total albern. Andersrum genauso. So, das ist einfach, man sollte sich offen lassen für neue Eindrücke. Ey, ich hoffe, euch geht's gut, Mann. Ja, und ich wollte Donnerstag erst streamen, ist richtig. Aber ich habe gehört, dass heute ein Nvidia-Stream sein soll. Und den ziehen wir uns natürlich zusammen rein, ne? Den ziehen wir uns natürlich zusammen rein. 21 bis 23 Uhr soll der gehen. Fritzbox, wenn du mal auf Suche gehst, im Hintergrund für mich wäre super, ob du irgendwo einen Kanal findest, wo da gestreamt wird. Ich denke mal direkt auf dem Kanal von Nvidia, ne? Allzu viel sollten wir aber für uns, direkt Nvidia gehe ich auch schon aus, ja. Allzu viel sollten wir uns aber nicht... Ach, Calypsi, Mann. Ich hätte euch doch noch alle begrüßt. Ey, Digga, vielen, vielen Dank, Mann, für deine weiteren 5 Community-Subgifts. Hier auf diesem Kanal, das ist wirklich krank, das ist wirklich schon wieder 5, ne, insgesamt 241 Subs. Krank. Mic Talk, offiziell. Ich schau mal, bist du denn auch so offiziell? Grüß dich auf jeden Fall und schön, dass du hier am Chat teilnimmst. Richtig, Taurus. Ich habe gehört, für uns Gamer-Enthusiasten wird da jetzt nicht so viel sein, aber dennoch nehmen wir die Info natürlich mit. Ne? Denn da werden, sagen wir zumindest Randinfos heute. Übrigens Hype Train, ne? Wer noch Bits rumfliegen hat oder noch sein Prime über hat, gönnt euch schnell die Special-Emojis, die Twitch euch dafür ausrollt. Ne? Der beste Support ist natürlich der mehrkostenfreie. Also schaut, ob euer Twitch Prime frei ist und buttert den sowas von hier in den Kanal rein, damit das auch schmeckt. Ne?
Schmusi-PC, danke dir für 50, Mann. Manchmal tut's Nvidia doch Und manchmal auch nicht. Heute Abend tut's Nvidia auf jeden Fall. Ne? Heute Abend macht's Nvidia auf jeden Fall, nämlich einen Livestream. Ja. Der neueste AI-Kram und man wird wohl Blackwell in, genau. Du kannst aber jetzt noch ein bisschen mehr spoilern, weil du ja voll der AMD-Fanboy bist. Und am besten fängst du auch jetzt schon an, das Ganze schlecht zu reden. So, das wäre natürlich super. Ne? Da würden wir uns alle freuen. Auch die 36 Leute, die heute Abend deswegen gekommen sind, die finden das total geil. Ne? Eventuell gucken wir bei dir auch jetzt gleich auf dem Kanal schon mal, was die überhaupt geplant haben. Ne? Zum Thema Musikauswahl. Ich war 2014, glaube ich, das letzte Mal auf der Dominica, ein wunderschönes kleines karibisches Eiland. Boah, das ist so, das muss richtig geil sein, Mann. Boah, da hätte ich auch richtig gefeiert. Ich glaube, keiner ist wegen der GTC hier. Du, da wäre ich mir nicht so sicher, denn ich habe heute ordentlich Werbung dafür geschoben. Mit Markierung at all und so. Und eventuell ist doch der ein oder andere da und will ich jetzt angucken. Gibt es irgendwas Neues von der Nvidia ab? Nee, also die ist aktuell noch in der Beta. Und Nvidia ruft auch sehr, 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 sehr gerne dazu auf, die zu nutzen. Beides funktioniert natürlich noch. Es funktioniert also der alte Treiber noch, inklusive Nvidia Experience. Das funktioniert noch alleinstehend. Und die neue Beta ist halt nochmal ganz alleinstehendes. Es wird immer mehr eingefügt. Und Nvidia freut sich natürlich auf Feedback, damit sie dann am Ende ein rundes, eine runde, gute App stellen können. Ne? Also wer da Bock drauf hat, gerne testen. Ne? Nvidia braucht eure Stimme an der Stelle. Ne? Wenn AMD das macht, rufen wir natürlich ebenfalls davon auf, dass AMD diese Stimme braucht. Gehen erstmal in die Begrüßung, bevor wir noch ein bisschen rumlabern. Hier, Schmusi-PC, wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Fritzbox, du Mod der Möters. Wie ist die Mehrzahl von Mods? Möters? Oder die Steigerung von Mod? Gott oder so, ne? Egal. Fritzbox, grüß dich. Schönen guten Abend. Schnack, mein kleiner Pillemann. Ich hoffe, dir und deiner Frau und deinem Nachwuchs geht's gut. Ne? Ich weiß, dass Martin immer noch keinen Strampler besorgt hat. Aber dafür ist er zu steinigen. Ne? Vorne am Eingang findet ihr einen Verkäufer. Da findet ihr runde Steine, spitze Steine, kleine Steine, große Steine, schräge Steine, glatte Steine, aber auch flache Steine, ne? Die ihr alle auf den schmeißen könnt. Ne? Chefe, wunderschönen guten Abend. Kumpelblase, ne? Denkt dran, leere sie zwischendurch und fülle sie mit Gersten oder, ne, Weizensmoothie, ne? Fülle sie rege auf. Ne? Sab 88, grüß dich. Springhüpf. Robin, wunderschönen guten Abend. Ticker, Julian, ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Lass dich mal wieder blicken abends. Du bist nur wieder mit dem Weiber am Zocken, aber mit uns alten Kameraden sprichst du wieder nicht, ne? Warte, da habe ich was für dich extra. Ich habe extra was für dich gekauft. Für so ein Verhalten habe ich extra was gekauft. Moment, für so ein Verhalten extra. Weiß Bescheid, ne? Ja, ich weiß, ich muss übrigens zum Friseur. Ich sehe wieder aus wie ein alter Mann. Also wie ein noch älterer Mann, wie sonst. Ich muss wirklich unbedingt zum Friseur. Taurus, Mensch, auch dir, wunderschönen Abend. So, wen haben wir denn dann noch? Kalepsi mit seinen 5. Wirklich vielen Dank, Mann. Kano. Schön, dass du dich direkt bedankst auch. Kano, ne? Schön, dass du dich direkt bedankst für deinen Sub. Jens Simonsen. Jens. Auch dir danke, dass du dich bedankst. Ne? Mike Talk, Servus. Und schön, dass du dich direkt am Chat beteiligst. Ne? Erste Nachricht sehe ich gerade, vielen Dank. So. Und sonst noch einen. Und in den Lurk natürlich ebenfalls einen wunderschönen guten Abend.
So, wie gesagt, heute ist ein Nvidia-Stream. Ich gucke gerade mal, ob ich was finde. Geplant für 21 Uhr steht hier. Ladies and gentlemen, please welcome Jensen Huang. Okay, das halt mit Intro heute. Noch 87 Minuten steht hier. Geplant, ne? Noch 87 hier Minutos. Ja, Bock, hyped, Bock, Angriff und wie es nicht so heißt. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wie gesagt, es wird nicht viel für unsere Blase an Interessantes dabei sein. Rambo, wunderschönen guten Abend. Es wird nicht viel für unsere Blase dabei sein tatsächlich, aber generell grundsätzliche Informationen ziehen wir uns einfach mal rein. Ne? Mehr wie langweilig kann es nicht werden, ne? Oder? Schauen wir mal. Mehr der Ideen, wunderschönen guten Abend. Hi. Keine 4090 vorstellen. Du Schmusi-PC, das habe ich auch gedacht, vor allen Dingen, weil PC Games Hardware sich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt hat. Das Blackwell wird vorgestellt und dann habe ich sofort meinen Kontakt bei Nvidia angeschrieben mit Digga, warum weiß ich davon nichts? So, wie sieht aus mit Restream, Erlaubnis und so? Und ja, und dann sagt er, hey, pass auf, nee, da ist gar nicht so viel, sondern eher mehr so Business und AI und so. Weniger für eure Blase. Aber Restream natürlich, let's go, ne? Ab geht's für den Markt, ne? Also, gucken wir uns das natürlich auch an. Ganz schön aufwendige Geschichte. Das ist richtig und deswegen bin ich ebenfalls sehr stolz auf dich, mein guter Taurus, dass du das jedes Mal hinbekommst, ne? Mal wieder eine schlechte Entscheidung, trotz Fanboy-Vorwurf. Du weißt, wie ich das meine. Und zwischendurch, weißt du selbst, hast du solche Texte auch verdient. Ne? Aber ist ja jetzt nicht so, als würdest du das nicht zu nehmen wissen. Ne? Ist ja jetzt nicht so, als hätten wir auch nicht privat zwischendurch mehr als genug Kontakt. Ne? Erst 4090 wird wieder interessant. Wenn die Gerüchte stimmen, wird das Hardcore interessant. So, ne? Und dann rennt vor allen Dingen Nvidia mit 7 Meilenstiefeln AMD davon, so, ne? Was sowas angeht. Aber AMD hat, haben wir ja auch in der letzten Serie jetzt schon gesehen. AMD hat auch gar nicht so die Intention, das wirkliche Mutterschiff anzugreifen oder die High-Class-Card anzugreifen, sondern ja, war ja auch dies so, da war eher die 4080 ihr Gegner, den sie auch auf ihren Gebieten gut im Griff hatte, die 4080 dann auf anderen Gebieten wieder besser war. Aber grundsätzlich war da eher die 4080, beziehungsweise jetzt die 4080 Super der Gegner. Die 4090 wollte nie in irgendeiner Form angegriffen werden. Ne? Das hat Nvidia, AMD aber auch genauso kommuniziert. Ne? Alles weitere war Fanboy-Gelaber. Es wird die Architektur, die auf 4090 basiert, vorgestellt. Das ist richtig, ja. Deswegen so Kerninfos werden wir kriegen. Wer unsere erste Story gesehen hat, auf Twitch, ich habe mal eine Story auf Twitch gemacht, krass, ne? Der wird auch gesehen haben, dass ich Post bekommen habe. Und zwar von unserem herrlichen Premium-Partner Coolermaster ist heute Post angekommen. Und ich schwöre, ich glaube, der UPS-Mann, er hasst mich einfach. Er hasst mich einfach abgöttisch. Wenn er auf seiner Tour morgens meinen Namen liest, hat er Schweißperlen auf der Stirn und denkt sich, fick dich einfach. Ich habe heute ein HAF 700 EVO in Weiß bekommen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein übelster Brecher ist.
Vor allen Dingen, das sage ich als Besitzer eines Asus Hyperion. Was definitiv auch nicht klein ist. Ne? Aus gegebenem Anlass möchte ich hier alle Stream-Zuschauer herzlich begrüßen. Den alten Mann vor der Kamera auch. Ausnahmsweise. Wieso grüßt du dich selbst? Sitzt du vor der Kamera? Dann stream doch selbst. Verstehe ich den Satz nicht. Also das ist wirklich ein absolutes Killergehäuse. Nur das Gehäuse. Können wir machen ein kleines Ratespiel. Was wiegt der Karton, wenn das Gehäuse drin ist? Kleines Ratespiel. Was wiegt der Karton inklusive Gehäuse, wenn er bei dir zu Hause ankommt? 15 Kilo, 25 Kilo? Komm. 40 Kilo. 40 Kilo ist ein bisschen viel, Mehmet. Bisschen viel. 15 ist aber auch eine ganze Ecke zu wenig. Nicht im Ansatz so viel wie du. Das ist richtig und damit wirst du gebannt. Richtig. Einmal, Chef, in den Timeout für 32 Jahre, bitte. Ah, Kalypsis nah dran. Nah dran. 25? Nee, Kalypsis ist näher dran. Ach, 28 ist auch schon sehr nah dran. Wir reden hier von 29,5 Kilo. Als leer. Also als leeres Case im Karton. 29,5 Kilo. Na, das schon. Das kann schon was. Ja, wie das vorhin vor der Tür stand, habe ich gedacht, Bruder, das kostet in Berlin aber 1500 kalt. Ja? 29,4 war das? Nee, bei mir steht... Ja, komm, hau ab. Du guckst schon wieder nach. Seh zu, dass du wegkommst. Wie schwer soll dein Case sein? Coolermaster? Jupp. Jupp. Definitiv jupp. Ist das aus Blei oder was? Nein, das ist halt einfach übel riesig. Also es ist halt einfach... Das ist halt einfach ein Knaller. Warte. Das ist halt wirklich einfach ist einfach riesig, das Teil. Ihr seht, es passt nicht mal in meine Fotoecke. Es passt halt einfach nicht in meine Fotoecke. Also es ist halt einfach Knaller. So, wait a minute. Ich stell mal das Mikrofon um. Test? Ja, ihr hört mich wieder, ne? Ich habe mal das Mikrofon umgestellt auf das hübsche Teil hier. Ich hoffe, ihr hört man. Kennt man vom Cosmos C700P. Das Cosmos ist dagegen ein Leichtgewicht und sehr klein. Wow. Ich habe ja schon lange nicht mehr gelesen. Grüß dich. Ohne Verpackung 24,3 Kilo, richtig, für Zwox. 480er Radiatoren weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich habe mich noch gar nicht damit befasst. Ist heute angekommen und habe ich gedacht, gucken wir uns an. Den Kiste. Ist circa 3 Kilo leichter als das Cosmos. Dann ist es aber auch dafür doppelt so groß. Also das Cosmos ist dagegen wirklich ein kleines Case. Ich habe das alte Cosmos ja noch im Keller stehen. Fertig gemacht, in weiß lackiert. Ja? Wer sowas weiter bearbeiten möchte, kann sich gerne mal bei mir melden. Ich habe noch ein weiß lackiertes Cosmos im Keller. Teil gemoddet schon. Innenausbau fehlt noch ein bisschen. Aber wer an sowas Bock hat,
gerne mich anschreiben. Ich suche dafür noch ein Zuhause, was sich anständig darum kümmert. Würde ich tatsächlich sogar, weil es noch viel zu machen ist, super kostengünstig abgeben. So, das ist auf jeden Fall das HAF EVO. Ich nehme mal eben hier meine Dinger aus dem Ohr. Schalte mal um. An der Musik muss ich aktuell noch nicht hören. So, beide Kameras funktionieren. Also das ist wirklich ein absolutes Killer-Case. Was ich ein bisschen albern finde, ist, wie man hier die Scheibe lösen muss. Man muss echt erst den Deckel nach hinten ziehen. Den habe ich vorhin festgestellt. Und dann so die Scheibe hier so rausklicken. Also wie gesagt, das kostet in Berlin circa 1,5 und ist kalt dann noch, ne? Das ist halt wirklich Hardcore, ne? Ausgestattet vorne, ich weiß nicht, ob da 200 oder 180er sind, müssen wir gleich in den Spezifikationen gucken. Sieht mir aber aus wie 180er, 2 Stück. Hier unten ist noch einer drin, hier hinten nochmal 2, also insgesamt 3 120er und 2 180er bzw. 200er Lüfter. In RGB schon verbaut. Und dazu haben wir hier noch um mal die Größe von dem Case mal kurz zu zeigen. Es passt halt einfach der komplette Karton der All-in-One-Kühllösung hier rein. Kein Plan. Also der komplette Karton steht da jetzt drin. Das ist halt schon wirklich Hardcore, ne? Hier sind auch nochmal 3 drauf. Die kommen dann nach oben. Und somit ist das Case so gut wie ausgefüllt. Das habe ich bekommen. Dazu wird ein Review geschrieben. Und dann müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Grundsätzlich hätte ich da auch Bock, was einzubauen. Seht ihr einfach, wie viel Platz da von oben bis runter zur Mainboard-Kante ist. Da ist halt locker flockig Platz für Lüfter und ich denke sogar Radiatoren A45, wenn nicht sogar A60er Stärke. Solange da kein 480er Radiator reinpasst, ist es zu klein. Das glaube ich nicht. Dafür kannst du aber ein 240er, 2 360er, 3 360er, 4 360er verbauen. Und hast damit halt easy Mora-Größe erreicht, ne? Oder Mora-Fläche erreicht. Ne? Da wird also nichts warm drin. Marvin, mein kleiner Lümmel. Verpiss dich, du Hurensohn! Damit du direkt Bescheid weißt. Ja, das ist schon ein Hardcore-Case. Also das ist wirklich, ich habe ja schon viel große Sachen gesehen. Es gibt nicht viel, was größer ist. 1000D würde mir spontan einfallen, ist ein Stück größer. 900D ist ein Stück größer, aber dafür nicht so breit. Fentex Eto Elite ist auch ein Stück größer. Aber das ist schon, wie gesagt, das Ding kostet definitiv in Berlin 1500 kalt. So, ne, da geht schon ein bisschen was rein an Hardware und da wird so schnell auch nichts warm drin. So viel dürfte schon mal wirklich sicher sein. Gucken wir uns, glaube ich, gleich noch mal genauer an. Denn so ein paar Videos sind auch noch draußen. ...480er I/O passt in die Front. Ich weiß gar nicht, wie... Komm, wir gucken nach. Wir gucken einfach nach.
Cooler. Wie gesagt, ich habe mich damit tatsächlich selbst noch nicht beschäftigt. Es kam heute erst an und da dachte ich mir, ey komm, das ziehen wir uns gemeinsam rein. Und gucken mal nach, was da los ist. Herzlich willkommen auf der Seite von Coolermaster. Die Stühle sind auch sehr übel. Die haben so ein Vibration. Ne, das sind die, glaube ich, gar nicht, oder? Sind das die Vibration Feedbacks? Hat Martin, warte ich auch noch auf das Review. Cosmos Infinity ist ein Sondermodell. Gab es einige von, wie gesagt, ein C700. Ne, einen Coolermaster Cosmos habe ich auch noch im Keller stehen. Und ich habe aber auch schon C700P verbaut. Okay, aktuell habe ich zwei 480er im Casing. Ich habe auch noch einen 900D für 40 € gekauft. In super, fast neuwertigem Zustand. Da gehen auch zwei 480er rein. Easy going. Aber ich bin auch mit meinem Hyperion mit 2x420 schon echt zufrieden. So, wir gucken uns mal hier Products, Cases, Full Tower. Es dürfte glaube ich, als Full Tower durchgehen, oder? Ja, Serverkapazitäten kaufen bei Coolermaster wird halt echt überbewertet. Ja? C700M, das Cosmos sind halt alle fast dieselben. C700P habe ich alles auch schon mal verbaut. Sind schon nice Cases auch ebenfalls. So, wir sind hier beim HAF 700 EVO. Ein paar Preise hat das Ding tatsächlich auch abgestaubt. Hier wird sich bald auch unser Award noch platzieren. Und dann gucken wir doch mal, was das Ganze denn jetzt hier kann. Wir können bei online, okay. Also ihr seht, wie die Mainboards tatsächlich hier drin verschwinden. Selbst die großen, diese großen Sondereditionen, ich weiß gar nicht, was das für ein Format ist, hat hier Platz. Das ist halt noch größer als EATX. Ne? EATX war das zweite, das ist normal. Das ist EATX und das Format kenne ich gar nicht tatsächlich. Tomek, wunderschön, guten Abend. So, was haben wir hier? Wir haben an der Seite auf jeden Fall up to 480 mm, in der Front 420 mm, auf dem Boden 420 mm, an der Seite 240 mm und im Deckel ebenfalls 420. Also es passt ein 480er rein und noch drei weitere 420er. Was dem Ganzen natürlich schon eine ordentliche Kühlleistung verpasst. Ne? XL ATX natürlich. Ich weiß, heißt es wirklich so? Keine Ahnung. Die Besonderheit an dem Case, man sieht es hier, ist hier unten der Einbaurahmen, wo man Lüfter drauf versetzen kann, den man aber auch schräg stellen kann. Der kann man nicht nur Lüfter drauf setzen, sondern auch Grafikkarten mit einem speziellen Halter, den ich auch daneben stehen habe. Also da kann man wirklich viel mitmachen. Den oberen Teil kann man komplett abnehmen, seht ihr hier. Und da gehen halt zwei 360er rein, beziehungsweise zwei Reihen Lüfter, jeweils 3x120. Was auch schon ja, viel ist, vor allen Dingen auch für die Breite des Cases spricht. Ne? So, wir haben ein kurzes Video, das können wir uns tatsächlich auch angucken. Das gibt es bei YouTube, aber das können wir uns auch hier angucken. Kurz die Musik aus. Dann schauen wir mal. Ne?
Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sich Männer die Fingernägel lackieren, so, ne? Also es haben ja voll viele so schwarze lackierte Fingernägel. Aber Digga, wenn du ein Video drehst, ne, und dann auch noch ein Produktvideo, dann machst du dir wenigstens frisch. Habt ihr gesehen, wie dick die Radiatoren sind, die der da rein bastelt? Ist doch super Case, da reicht doch ein Mini-ATX-Board. Das ist so wie Julian, also hier Tigger, der ist so ein Case-Labs-Fan und der hat mal so einen riesen Case-Lab-Case, eine 4090 reingehangen als Referenzdesign. Und jeder, der die 4090 Referenz schon mal in der Hand hatte, die weiß, das ist so ein Brummer. So, und der hält die Karte halt da rein und die sieht halt aus wie, die geht halt einfach verloren in dem Case. Erst dann wird einem halt auch klar, welch wirklich krass überdimensionale Ausmaße das große Case hat. So, ne? Das ist wirklich hardcore. Das hat er auch mal irgendwann im Discord gepostet. Ja, das war das Video. Viel hat man jetzt nicht gesehen. Hier gibt es noch mehr Videos dazu. Okay, gehen wir hier auch mal. Oh. Ah, so Chrome-Tubes sind schon geil, oder? Ich habe heute schon mit meinem Coolermaster Kontakt geschimpft, wann endlich die viereckigen Tubes rauskommen. Denn das Case, das schreit ja schon nicht nur nach einem Review, sondern auch, dass man da ein schickes System drin baut. Ne? Ich meine, Heroki Custom hat da ebenfalls schon ein schickes System eingebaut. Könnt ihr gerne mal abchecken bei ihm. Auf Instagram ist der am meisten verfügbar, aber auch TikTok wird immer stärker bei ihm. Das ist schon ein schickes Ding, was er da gebracht hat. Lull, da ist die Folie noch auf den Echtglas-Dingern. Bin schon gespannt, was dieses kleine Display vorne kann. Ich werde da ein bisschen mit rumspielen, natürlich. Man soll da auch sehr viel eigene Sachen ja, draufpacken, drauf spielen können. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, ich bin hardcore gespannt darauf, mir das Ding tatsächlich dann voll anzugucken. Case Labs hat früher schon mit der Größe einer 6090 gerechnet. Also Case Labs ist wirklich, da gibt es Dinger, die sind hardcore. Ne? Mr. Digital 72, Kumpel hat neulich seinen Threadripper eingebaut, Top Case. Ich finde es, also so wie es da steht, ist tatsächlich schon nice, aber um es so richtig schick zu machen, muss man halt noch viel, und da lese ich ihn gerade, viel Arbeit dem Boris erledigen lassen und seinen Lasercutter auf der Arbeit. Ne? Slicer, Servus, auch dir schönen guten Abend. Andi hatte ich vorhin, glaube ich, schon begrüßt. Ne? Boris, grüß dich, mein Freund, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Die Größe der Boards sind doch EATX, also irre ich mich. Da geht sogar dieses andere Format rein, haben wir gerade gesehen. Also dieses noch größere als EATX. Dieses
dieses Serverboard, ich habe keine Ahnung. Habt ihr das im Discord noch mal geschickt? Wait a minute. Kann ich das auspoppen irgendwie? Link öffnen. Hier. Das ist die 4090 in einem Case-Lab-Case. Also das ist keine 3050 oder so, sondern das halt. Kann ich das größer machen? Nein, ne? Nein, schade. Das ist halt straight up eine 4090. Ja? In dem Case-Lab-Case. Wird ein bisschen verloren. Ne? Könnte ein bisschen was größer sein. So. Ja? Also das Case-Lab-Case kostet in Berlin dann 3K. Kalt. Ne? Ja, wo das EVO nur 1,5 kalt kostet, kostet das Case-Labs 3K kalt. Ja? Ich will ja nicht meckern, aber ich war am Samstag mal nach langem wieder in einem Mediamarkt. Die hatten auch ein großes Case mit einem Mini-ITX-Board und einer 19er im Regal für 3.000 Euro. Ja, Digga, da darfst du auch eine Rapunzel. Selber, du hübscher Mensch. Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Da darfst du auch nicht, also so alles, was im Mediamarkt rumsteht, so, da darfst halt auch nicht, darfst einfach nicht nachgucken. Das ist halt einfach Quatsch. So, ne? Das ist halt wirklich einfach Quatsch. Das ist halt, nee, ist Quatsch halt, ne? Ist Quatsch auch. So, wir gucken mal, also Airflow dürfte mehr als genug gesorgt sein, um hier Grafikkarte, wir haben einen digitalen Controller verbaut, der Micro-USB hat, etc. Wir haben hier nochmal Master Plus Software, die ich downloaden kann mit anpassbarem Display. Anpassbarem Display, so heißt es. Hier sieht man noch einen Auszug der Software. Allerhand kann man sich anzeigen lassen. Das probieren wir aber alles aus, sobald ich da einen PC eingebaut habe. Und dann gucken wir mal, was da so geht und was da nicht geht. In weißer Farbe ist das Ganze natürlich noch mal ein bisschen geiler wie in schwarz, so wie alles, was weiß ist, irgendwie ein bisschen geiler ist. Das Hyperion in schwarz sagt mir auch überhaupt nicht zu. In weiß ist das einfach sexy as fuck. Ich weiß nicht, ich habe mich so in weiße Cases verliebt. Irgendwie ganz merkwürdig. Wie gesagt, was ich hier so ein bisschen doof finde, ist wie man die Seitenfenster abnehmen sollte. Dass man oben also erst den Deckel entfernen muss und erst dann werden die Seitenteile freigegeben. Das hätte ich mir anders gewünscht, sage ich dir so, wie es ist. Aber nun gut, ist halt so. Ne? Aber den PC-Bau-Stream ausführlich. Ich habe tatsächlich überlegt, das Problem ist, das ist weiß. Und das Problem ist, dass wenn ich habe halt einfach keine Hardware für so ein krasses Teil hier. Ne, warte, ich stehe noch mal eben auf. Wenn ich nämlich hier meine 5700 XT einbaue, dann ist das halt, das sieht halt einfach albern aus. Ich schmeiß die mal kurz hier rein und schalte euch mal das Bild um. Also das ist die 5700 XT da drin. Das ist halt ein bisschen mickrig, ne? Das sieht halt aus wie eine Capture Card oder so, die da drin liegt, aber nicht wie eine Grafikkarte. Ja. Also ich weiß nicht. Ist halt. Bei dem Lianli Evo muss man auch erst den Deckel abnehmen. Oh, das ist natürlich kacke. Geht noch, ist wie eine 4090 auf Wasserkühlung. Das, ja, okay. Der Punkt geht an dich an der Stelle. Davon bleibt ja auch nichts mehr über, ne? Das ist tatsächlich so. Ne, ist das eine neue Soundkarte? So ungefähr, ja. So ungefähr. Es bleibt halt wirklich, wenn ich da jetzt mein Testsystem einbaue, das ist halt wirklich wenig. Ich muss mal Martin fragen, ob der eventuell
ja Hardware dafür hat, die ein bisschen größer ist. Ja, ja. Müssen wir mal gucken, so, ne, wie das läuft. Müssen wir mal gucken. Morgen geht auf jeden Fall endlich das Review vom Tower 300 online. Ich habe gestern, war immer ein bisschen kränklich oder mein Tochterlein war kränklich oder mein Auto ist kaputt. Ich habe einen kaputten Auspuff gerade, auch ultra nervig. Ich hoffe, Mittwoch sind die Teile endlich da. Und nächstes Wochenende kann irgendwie eingebaut werden. Ich habe viel zu tun gehabt, war einfach echt kacke. Jetzt ging es mir gestern auch noch super scheiße, heute Morgen auch noch. Jetzt habe ich mich zugedröhnt mit Schmerzmitteln, jetzt geht's langsam. Aber je nachdem, wie schnell Andi ist, entweder heute Abend noch, wenn nicht, allerspätestens morgen, denke ich, geht das Tower 300 in Review online. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Gute Besserung, danke dir. Ja, weiß ich auch nicht, also mir ging es wirklich schlecht. Ich habe gestern mit Chefin noch gezockt, da ging es mir auch wirklich nicht gut. So, das ist über Nacht dann noch mal ein bisschen schlimmer geworden. Ich habe kaum gepennt. Und heute Morgen war auch wirklich richtig kacke noch. Dann habe ich mich aber zugedröhnt jetzt. Ja, und ja, wir müssen ja streamen, ne? Führt ja kein Weg dran vorbei, ne? Nein, wenn es mir natürlich absolut oberkacke geht, dann streame ich natürlich nicht. Aber jetzt mit den Schmerzmitteln geht's. Keine Ahnung, ich habe mich wahrscheinlich wieder irgendwie verlegen oder so. Kam wieder vom Nacken. Ganz schwierige Situation. Ja, ihr seht also hier, man müsste hier tatsächlich extrem viel Arbeit im Innenraum noch verrichten, damit man einen extrem clean Look bekommt. Ich würde da tatsächlich den guten Boris für mich rekrutieren. Ihr habt ihn gerade gelesen, Big Bow, seines Zeichens Boris von Case King. Der gute Mann hat Zugang zu einem Laser, den er auch benutzen darf. Das braucht man für das Case auch. Ich weiß gar nicht, ob Boris da auch schon mal was drin gebaut hat. Obwohl gibt es eigentlich irgendein Case, wo er noch nichts drin gebaut hat? Ich glaube, nein. Ich weiß nicht. Boris, hast du in diesem Case schon einmal deine Hand angelegt? Erzähle es uns. Jetzt bestimmt wieder in die Küche und isst. So wie immer. So. Wir haben Mesh Steel Plastic. Obwohl Steel halt immer so eine... Steel ist halt... Wisst ihr, woran mich das erinnert, wenn so Computer-Case-Hersteller von Steel reden? Ne, dann erinnere ich mich immer an die WWE zurück, wenn es immer heißt, yeah, he dropped it with a steel chair, so mit einem Stahlstuhl. Und dann hast du so ein Plastik-Campingplatz-Moped in der Hand. So, weißt du, ähnlich sehe ich das auch immer. Denn mit Stahl hat es tatsächlich dann nicht viel zu tun. Es ist Gehäuseblech. Weiß ich nicht, ob man da unbedingt das Wort Stahl verwenden muss. Aber grundsätzlich ist das nicht anders wie in anderen Cases auch. Obwohl man in extrem hochwertigen Case Labs, Fentex Eto Elite und solche Sachen dann auch gerne mal vollwertiges Alu verbaut. Ne? Basel, ein wunderschön. Ich hoffe, dir geht's gut. Basel City ist auch da mit ein bisschen Verspätung. Du, ich habe bis jetzt gewartet, weil ich mir dachte, der Basel, der kommt bestimmt gleich noch. Schön, dass du jetzt da bist und dann können wir endlich loslegen. Ne? Wurde auch Zeit. Viel länger hätte ich jetzt nicht mehr warten können. Aber ich denke, jetzt wo du da bist, können wir Gas geben. Ne? Stahl fängt ab 1,5 mm meiner Meinung nach an. Ja, Das ist ein ganz schön aufwendiges Geschichte. das ist tatsächlich so, Noswan, da das wirklich aufwendig ist. Deswegen bin ich umso stolzer auf dich, dass auch du es geschafft hast, hier einfach reinzusappen. Vor allem auch noch ein Echtgeld-Sub.
6 Monate insgesamt, im 3. fortlaufend. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Wirklich vielen, vielen Dank an der Stelle. So, der Olle Dallan ist auch da, oder Andi, Echt jetzt TV, einer von beiden wird sein. Schöne Grüße geht raus nach, nicht nach Lenggries, wie heißt es dann noch? Lenggries ist doch der Nachbarort, ne? Wer heißt denn Tölz? Bad Tölz, richtig. Wie konnte ich das denn jetzt vergessen? Ne, da leben, wo andere Urlaub machen. Ich kann mich immer noch sehr gut daran erinnern, morgens aufgestanden, Fenster auf und einfach ein Berg vor der Tür. Ne? Und kein so ein kleiner, sondern echt ein fetter Berg, so, ne? Mit oben Chanel drauf und so. Ne? Aber jetzt wird es aber hier... Jetzt wird es aber gemütlich hier mit der Musik, ne? Am Busen der Natur. Bruder, das ist aber definitiv nicht der Arsch der Welt. Der Arsch der Welt ist Duisburg-Marxloh. Da, wo du wohnst, ist definitiv der Busen der Natur. Das kannst du mit Recht und mit Stolz sagen. Ja? Wie gesagt, du wohnst ja da, wo wirklich andere Urlaub machen. Das ist schon nice. Oh, Digga, das ist ja aber wirklich wild jetzt hier, ne? Lass weitermachen. So, wir haben also wir haben USB-Ports, einmal USB 2.1 Gen 2 Typ C, das ist ganz normal Typ C halt, 4x USB 3.2 Gen 1, das ist schon auch gut ausgestattet. Ich meine gut, das Case kostet 500 €, das sollte gut ausgestattet sein, ne? Tatsächlich. Wir haben einmal 3,5 Klinke Mic, einmal 3,5 Klinke Audio, ganz normal, ein LED-Controller an Bord, pre-installed Vans, okay, ich will komplett Van Support, top, 2x200, 3x140, 6x120, Remove, 480 mm Bracket. Gut, dafür musste anscheinend das rechts neben dem Mainboard den Spiegel rausnehmen. In der Front ebenfalls, ich sagte ja, entweder 180er oder 200er sind das, 2x120er oder 3x140 oder 120 mm. So wie ich gesehen habe, kannst du da wohl auch eine Art Push-Pull-Konfiguration fahren. Das heißt, du lässt die 200er vorne drin, denn dahinter ist nochmal wait a minute, ob ich euch das zeigen kann, ob das gerade die Kameraeinstellung hergibt. Wait a minute. Handycam. Das ist nicht die Handycam. Das ist die Handycam. Seht ihr diese Einbauschiene, die hier ist? Das sind die 200er. Ihr seht doch meine Maus, oder? Hoffe ich. Seht ihr meine Maus? Ne, seht ihr nicht. Null. Schade. Also hier, ihr seht ja vorne die 200er, die da vorne drin sind und dann nochmal so eine Einbauschiene. Ihr könnt hier also so eine Art Push-and-Pull-Konfiguration fahren. Das heißt, ihr schraubt die 360er oder 420er hier vorne vor mit den Lüftern nach innen und die 200er vorne lasst ihr trotzdem noch auf den Radiator blasen. Dann habt ihr so eine halbe Push-Pull-Konfiguration, die man sich auch schmecken lassen kann. Das funktioniert also. So, wait a minute, wir gehen mal wieder drauf. Dann haben wir im Rear, also nach hinten raus, haben wir 2x120er. Das ist ähnlich wie beim 1000D zum Beispiel. Da gehen ja auch 220er oder sogar ein 240er Radiator rein. Fan Support auf dem Boden 3x120 oder 140.
Fan-Support an der Seite 4x120 oder 3x140. Also der 480er Support ist da, und zwar rechts neben dem Mainboard. Ne? So, Radiatoren-Support Front steht hier tatsächlich sogar 420, 360, Rear 240. Obwohl nach hinten da einen Radiator hinzumachen, hat für mich immer keinen Sinn, denn man verdeckt sich zu viel von dem I/O-Shield, von den Mainboard-Sachen und dann sieht das einfach nicht gut aus. Ne? Also und da sind ja meist noch bei High-Class-Mainboards irgendwelche Displays drauf, die man dann verdeckt. Das macht also keinen Sinn. Ne? Also ich habe zum Beispiel hier mein Asus Apex Z790 und dann würde ich die ganze schöne Asus-Schrift, die gepunktete an der Seite, die würde ich nicht mehr sehen. Das ist schade. Ne? Also im Boden ebenfalls 420 oder 360, Radiator-Support an der Seite 480 oder 420. Cooler, 160 mm Höhe. Das finde ich ein bisschen wenig bei der Riesigkeit des Cases. Das ist PSU, so das ist ganz normal alles. Grafikkarten bis 490 mm, also da hast du erstmal gar keine Schmerzen. Das überall Staubfilter natürlich. 2 Jahre Garantie. Note for regular 30 mm thick radiators, please. Okay, da sollen wir dann nochmal in die Dinge reingucken. Das ist das Ganze in schwarz. Wie gesagt, in schwarz gefällt mir sowas ein. Mir gefallen kaum noch Cases in schwarz. Chicky, nee, du mach mal Platz. Komm, tu mir mal einen Gefallen. Komm mal her. So, und direkt wieder abmarschieren. Danke. Hier sieht man, dass man das Ganze noch rausnehmen kann zur anständigen Montage. Vorne, das sind halt so riesige Glaspanels, die da drin stecken und beleuchtet sind. Hinten auch nochmal ordentlich belüftet für guten Airflow. Mehr als genug Platz für Kabelmanagement. Hier ist diese Einbauschiene, wie ich gesagt hatte, wo ihr dann Radiatoren oder Lüfter leicht schräg setzen könnt für die Optik oder auch eine Grafikkarte draufpacken könnt. Der Controller. In weiß sieht das halt einfach 30 Mal besser aus. Ne? Es ist halt einfach so. Das ist hier so eine Art Glasscheibe. Ihr werdet es hier unten erkennen. Leider ist das Foto zu dunkel geschossen. Ja, das ist so eine Art Glasscheibe. Ihr seht es hier dran, dass das hier unten rechts spiegelt. Die kann man aber entfernen. Hier sehen wir die 4 USB-Anschlüsse, USB Typ C, Klinke Mic, Klinke Kopfhörer, Reset und Powerknopf. Ne? Ich finde es sehr schade, dass man teils Cases so spärlich ausrüstet. Nur 2 USB-Anschlüsse, auch neuere Cases. Gefällt mir nicht. Das ist also das Riesending. Das ist vielleicht ein bisschen, das Renderbild triggert mich ein bisschen, weil das kann keine Originalmaße der Grafikkarte sein. Die ist viel zu schmal und dafür zu lang. So sieht keine Grafikkarte tatsächlich aus. Gleich mal einen Mora ins Seitenteil basteln. Das wird nicht funktionieren, weil das hier, die Seite ist ein bisschen zu... René, servus. Die Seite ist hier ein bisschen zu weit nach hinten. Ich kenne auch keinen Case auf dem Markt, wo das möglich ist, außer ein Case Labs. Ne, für Case Labs gibt es tatsächlich sogar extra Halterungen und extra Bausätze, um Mora im Case Lab unterzukriegen. Ich kenne aber sonst tatsächlich kein anderes Case, was das vorgesehen hat oder möglich macht. Aber gerne kann Julian mich da jetzt eines Besseren belehren. Der kennt sich da ein bisschen besser mit aus. Aber ich kenne eigentlich kein anderes.
Also das ist schon absoluter Brecher. Ich freue mich da schon sehr aufs Review. Auch wenn ich mit meiner Hardware, die ich hier habe, die ist erstmal komplett schwarz. Mora geht aber nur im TX10. Naja gut, aber es gibt halt eins, wo es passt. Ich freue mich hier tierisch was einzubauen, auch wenn ich nur schwarze Hardware da habe und die ein bisschen untergehen würde. Nicht würde, sondern Safe Call geht. Aber das Case an sich ist schon eine Brachialgewalt. Ne? Das ist schon hart. Das Gehäuse, was der Bauer mal vorgestellt hat, Mora links, rechts. Nee, das war ja kein Mora, das waren ja, waren ja so Kühlseitenteile, die dann auch noch völlig versagt haben, ne? Also so völlig versagt haben. Und das Case, die Kühlleistung, ja quasi. Was kostet das gute Stück Sexy Case heute? Das HAF 700 EVO oder HAF 700 EVO kostet in der Farbe Weiß um die 500 €. Hat es eine Menge Geld. Wenn ich mir aber überlege, dass mein Hyperion dasselbe kostet und kein Display hat und nicht so viel Platz für Lüfter etc. und generell Platz, was eigentlich auch schon viel Platz hat, aber nicht so viel, dann ist es relativ angenehm. Na? Natürlich sind 500 € für ein Case viel Geld, aber wir reden hier auch nicht über ein Case, was sich jeder Normalsterbliche kaufen würde, sondern schon über ein Case, was den absoluten Enthusiasmusbereich anspricht, auch den absoluten Wasserkühlungsbereich. Und das werden halt solche Preise bezahlt. Ne? Du bezahlst halt auch, ich glaube, 7,99 oder 8,99 für ein Fentex E2 Elite. Du zahlst ebenfalls um die 400 € für ein 1000D, wenn nicht sogar 450. Also das sind Preise bei solchen großen Cases, die so ausgestattet sind, die ja quasi auch andere Hersteller nehmen. Ja, man kann sagen, es ist aber wirklich teuer. Man kann aber auch sagen, okay, andere sind jetzt auch nicht viel günstiger. Ne? So, ich bin gerade mal was am Gucken. Shares. Vielleicht sehen wir hier meinen Stuhl nochmal, dann kann ich euch den auch nochmal zeigen. Ich muss euch sagen, ne, der Stuhl, hier Hybrid One Ergo Gaming Chair, den habe ich ja von Coolermaster bekommen. Und ich habe vorher Noble Chairs Hero gehabt. Und ich muss euch wirklich sagen, der Hybrid ist klassenbesser als der Hero. Wirklich klassenbesser. Naja, also der ganze Rückenbereich. Ich habe jetzt hier vor kurzem einen Kumpel gehabt, der mit PC-Problemen zu mir kam. Sein PC startet angeblich nicht mehr, auseinandergebaut, das Ding wieder zusammengebaut. Der hat sich, der ist vom Noble Chess Hero auf einen Razer gegangen. Da habe ich ihm schon ein herzliches Beileid für gewünscht. Der hat dann hier auf dem hier gesessen und hat versucht jetzt gerade seinen Razer bei Kleinanzeigen loszuwerden, damit er den hier kaufen kann. Ne? Der ist halt wirklich schon, der ist schon wirklich sehr, sehr nice. Was mich ein bisschen ärgert, aber das Meckern auf hohem Niveau, sage ich euch sofort. Was mich ein bisschen ärgert, sind die Armlehnen. Die sind zu leicht. Die gehen zu leicht nach vorne und nach hinten. Eine Dimension fehlt mir auch an den Armlehnen, und zwar diese. Ne, also ich kann die nicht nach links und rechts machen, damit die ein bisschen breiter auseinander stehen. Das ärgert mich ein bisschen. Zudem sind die auch ein Stück zu kurz. Für mich könnte da noch eine Stufe drauf, also nochmal so 2 cm höher. Das wäre super. Ansonsten ist das Ding echt ein Knaller. Ne? Das ist also wirklich ein Knaller. Der gefällt mir extrem gut. Und der richtige Vorteil ist der Mesh-Rücken halt. Da hoffe ich, dass der sich im Sommer nochmal extra bemerkbar macht. Ne? Ist schon ein nettes Ding. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
Die Lendenstütze ist vollständig verstellbar und passt sich der Menschengröße an. Die Bewegungen stellen sich dann in der genauen Position ein. Sie benötigen ihre Rückenmasse. Ja, du kannst sie rein und raus machen, aber du kannst sie nicht hoch und runter machen. Das stimmt einfach nicht. Ne. Also das stimmt nicht. Das ist Irreführung. Das sehe ich jetzt erst. Das ist tatsächlich eine Irreführung. Da muss ich mit Coolermaster reden. Das müssen die rausnehmen. Ja, das könnte meine Tochter auch. Ich mit meiner Gewichtsklasse sollte das eventuell sein lassen. Und das gefällt mir halt auch. Die ist halt fest implementiert, die Nackenstütze. Ne? Die kann also nicht einfach ausleiern oder weg oder so, sondern die ist halt fest dran. Jo. So, wir hätten jetzt noch 37 Minuten ungefähr. Ja. Also gucken wir uns noch ein Video an, schnell, ne? Gerade. Hardware-Deals mit Viren, Amazon-Rechner. Boah, ich weiß nicht, so Hardware-Deals-Videos sind so ultra kacke für Reaction-Content. Die sind so unterhaltsam, wenn man sich die alleine rein tut, aber die sind so, das ist halt einfach, ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber im Moment scheint auch wirklich so ein bisschen Leere zu sein, ne? Shein hat Grafikkarten, die verrücktesten Grafikkarten, lull. Also man sieht auch hier schon bei Kreativecke, im Moment scheint so ein bisschen so ein Content-Loch zu sein. Case King hat was Neues. Der neue Trend, gesleevester Hardtubes haben wir schon gesehen. Giveaway. Asus Gaming. Okay. Sollen wir mal gucken, ob wir beim Giveaway gewinnen können? Ja, ne? Komm, wir gucken mal rein. Ne? Wer will was gewinnen? Einzelchat. Ja? Gucken wir mal rein, was da so los ist. Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardware-Ecke. Wie ihr sicherlich mit... Hey Tobi, Kein Plan. das ist richtig, dass du das gesagt hast. Deswegen bist du ja auch jetzt hier. Und mit uns werden wir dann dafür sorgen, dass du einen Plan bekommst. Ist das nicht was? Professor Dr. M3, wie auch immer man das aussprechen soll. Grüß dich. Tobi, tu mir mal bitte einen Gefallen. So, wenn du dich schon vor Roys Ecke setzt, denn das ist ja Roys Gaming oder Video-Ecke, dann mach das Seitenverhältnis so, dass es auch passt. Du bist hier mindestens 40, wenn nicht sogar 50 Zentimeter zu klein. Du müsstest easy bis hier oben gehen. Easy sogar. Die Dimensionen passen überhaupt nicht. Und vor allen Dingen deine Kamera hat viel zu viel Weiß drin. Man sieht hier wie so ein, seht ihr, das ist kein Schwarz, sondern so ein Grau. So, und das ist schwarz und das ist grau. Da ist viel zu viel Weiß mit drin im Bild von, oder in dem Hintergrund von Roy. Das muss dringend angepasst werden, sonst sieht das einfach nicht gut aus. mitbekommen habt, wir haben die 5000 Abonnenten erreicht, gehen auch gerade schon auf die 5100 zu, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dafür wollen wir uns bei euch auf jeden Fall bedanken.
alle, die uns supportet haben, alle, die abonniert haben, die einen Daumen nach oben dagelassen haben oder einen Kommentar dagelassen haben. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wir möchten das Ganze ja, ein bisschen feiern mit einem Giveaway und dementsprechend wird es was geben. Wir machen hier ein Giveaway über Git. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung, darüber könnt ihr teilnehmen. Ich muss mir noch mal überlegen, wie lange ich das Ganze laufen lasse, werdet ihr spätestens dann sehen, wenn der Link online ist, 1 oder 2 Wochen. Schauen wir mal. Und ihr habt ja wahrscheinlich gesehen, dass wir die eine oder andere Grafikkarte getestet haben in der letzten Zeit. Und das ist eine der Grafikkarten, eine Asus TUF Gaming RX 7600 XT OC. Und die wird es zu gewinnen geben, dank einem sehr, sehr netten Sponsor, der die Karte zur Verfügung gestellt hat. Vielen, vielen Dank. Er weiß, wer angesprochen ist. Ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen. Es wird auch noch... Das ist, solche Communities muss man haben. Ich meine, ich darf mich da oder wir dürfen uns überhaupt nicht da beschweren. Wir haben ja auch äußerst stabile Supporter dabei. Calypsi, Schnack, Adrian und wie sie nicht alle heißen. Äußerst stabil. Also auch dafür natürlich vielen Dank. So, ne? Aber das heißt jetzt nicht, dass ihr uns Grafikkarten schicken sollt, damit wir die verlosen können. Ne? Noch in Zukunft einige Giveaways geben. Da könnt ihr auch gespannt sein. Allerdings wird es dann keine Grafikkarte sein. Wir sind sehr froh, dass wir sowas raushauen können an euch. Und ich hoffe, dass es jemand bekommt, der sie auch gebrauchen kann. Das soll es gewesen sein für das Video. Vielen, vielen Dank nochmal für euren Support. Bis zum nächsten Mal, euer Tobi. Ciao, ciao. Okay, das war's schon. Ey, ich hätte die Karte vielleicht noch getestet und dann damit ein Gewinnspiel rausgehauen. Und wenn ich euch einen Tipp geben kann, Gewinnspiele machen ist schön und gut, machen wir ja auch viele. Hilft aber nur leider der Reichweite überhaupt nicht. Ne? Die Leute subscriben dann rein für das Gewinnspiel. Sobald das Gewinnspiel vorbei ist, kannst du dann danach gucken, wie deine Abozahlen sinken, weil die Leute ganz schnell wieder raus sind. Ne? Wir haben das jetzt auch so gemacht, dass wir eher dann jetzt zum Beispiel das letzte Gewinnspiel innerhalb der Community gemacht haben, damit die tatsächlich was davon hat. Ne? Aber ich habe euch den Link reingepostet. Erstmal, wir würden uns natürlich freuen, oder ich würde mich freuen, wenn wir da schon Content klauen. Moment, wieso kann man denn hier nicht rein? Ach, da. GZ zur 5K Schallmauer. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da rein subscribt oder rein abonniert in den Kanal. Tobis Hardware ziehen wir uns hier auch ganz gut rein. Der gute Roy ist auch immer hier im Kanal. Ich kann eh nicht machen, das ist nur für Deutschland. Hey, Calypso, bei dir müssen wir uns echt was einfallen lassen. So, ich habe da letztens schon mal, ich weiß nicht, ob du da mit im Stream warst, ich habe da letztens schon mal drüber gesprochen. Ich kann deinen Unmut verstehen. Das Problem ist nur, dass wir da halt auch nichts für können, dass dein Land so eine Extrawurst macht und damit die Versandkosten extrem teuer sind. Aber wir müssen uns da was einfallen lassen. Entweder mit einer Beteiligung arbeiten an Versandkosten oder irgendwie sowas müssen wir uns einfallen lassen. Aber die Versandkosten gerade für große, sperrige Teile in dein Land sind halt nicht tragbar. Es ist einfach so exorbitant teuer. Das ist wirklich heftig. So, ne? Gut, wer da mitmachen will, wie gesagt, gerne Daumen hoch auf Video, Abo setzen auf dem Kanal, um da nichts zu verpassen und dann rein in den Giveaway. Ihr werdet sowieso diese Voraussetzung wahrscheinlich als Giveaway machen müssen. Von daher könnt ihr es auch so rumlaufen lassen. Eine 7600 XT, wer sie gebrauchen kann, ne? Rein da. Ne? Rein da. So, PC-Welt, was haben wir hier? Ist halt so vor 4 Tagen ohne Passwort, dieser 600 € besser als ihr denkt. Digga, die PC-Welt, bitte, ey. Guckt, dass ihr wieder irgendwie aus dem Quark kommt. Ihr seid halt fast oder mit einer der größten Technikkanäle in Deutschland. Und ihr kackt halt so böse rein im Moment, ne?
Michi, ruf mich an. Lass uns reden. Lass uns was machen. Das geht so nicht. So, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch 33 Minuten. Wir gehen mal eben kurz rein in Roman seinen Kühler. Denn er hat den 14.900 KS Direct Die gekühlt. Und ja, schauen wir mal. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wie ich euch am Donnerstag bereits... Nee, ich verstehe, Kalypsi, ich verstehe da schon also ich verstehe da schon, dass du da sauer drauf bist. Aber wie gesagt, da können wir ja oder andere, die verlosen, auch nichts für. Dein Land soll halt sich endlich, ja, soll halt einfach vielleicht mal auch Grenzen aufmachen und einfach wieder zu Deutschland gehören. Nein, 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 schwieriges Thema. Das habe ich nicht gesagt. Nein, Spaß beiseite jetzt. Und ich kann dich da verstehen und das ist auch doof irgendwie. Und ich kann da alle verstehen, die sich da mal so was ausgegrenzt fühlen. Aber die Kosten sind halt exorbitant hoch. Ne? Das macht halt keinen Sinn. versprochen habe, wollen wir uns heute nochmal den 14.900 KS genauer anschauen, weil es könnte ja jemand auf die wahnwitzige Idee kommen, sich tatsächlich so eine CPU zu kaufen, dann ist Kühlung auf jeden Fall angebracht und deswegen wollen wir uns heute anschauen, erstmal, welche Temperaturen und Performance erreichen wir mit einem vernünftigen Wasserkühler und was passiert, wenn wir die CPU köpfen und dann mit einem Direct Die Wasserkühler verwenden. Das heutige Video wird präsentiert von Corsair mit dem A115 Dual Tower Luftkühler. Wir haben uns den neuen High-End Luftkühler von Corsair bereits vor einigen Wochen angeschaut und dabei hat der Kühler wirklich sehr gut abgeliefert. Er konnte dabei nicht nur problemlos 280 Watt abführen, sondern war dabei... War das Ding nicht, also er hat abgeliefert, ja, aber war er nicht schwächer wie alles andere auf dem Markt? War da nicht was? auch noch wirklich leise. Das ermöglichen die 6 Also in der Größe? Heatpipes mit je 6 mm Durchmesser und den zwei starken und leisen AF140 Elite Lüfter mit Corsair Airguide Technologie. Durch die Slide-and-Lock-Montage der Lüfter könnt ihr die Lüfter auch problemlos in der Höhe verstellen und verschieben und so Platz für größere RAM-Module machen. Mehr Informationen findet ihr im Link in der Beschreibung. Bevor wir gleich mit dem Video weitermachen, ich habe diese Intel Arc A770 von Intel geschickt bekommen und darf die verlosen. Dafür vielen Dank an Intel. Die Arc A770 ist mittlerweile ja echt eine solide Grafikkarte geworden, nach vielen Treiber-Updates und preis-leistungstechnisch echt eine interessante Karte. Ihr könnt ganz einfach teilnehmen, wie üblich bei mir einfach unten in dem Google Sheet. Ihr müsst nichts wirklich machen, als eure E-Mail-Adresse anzugeben und dann ja, losen wir jemanden aus. Ich wünsche euch viel Glück bei der Teilnahme. Als erstes testen wir eben mit dem AlphaCool Core One Wasserkühler, den wir ja schon öfter verwendet haben, wo wir wissen, dass er wirklich eine gute Leistung abliefert. Die Pumpengeschwindigkeit wird immer gleich bleiben und wir haben hier aktuell knapp 150 Liter pro Stunde. Aktuell läuft alles auf Auto und damit auch offene Power Limits. Und wir machen jetzt einfach mal kurz den Cinebench A23 wie üblich, schauen uns an, wie die CPU sich verhält, wie die Leistungsaufnahme ist. Hier sehen wir wieder knapp... Ja, knapp 400 Watt ist aber auch schon... Warum, Intel? Wirklich warum? Es macht halt null Sinn, ne? Ab 400 Watt, sogar über 400 Watt, 418, kann sich jetzt die CPU gönnen. Das ist was wir nicht gesehen hatten. Ja, 420 Watt. Und da hat noch keiner die OC-Schraube dran gepackt, ne? Mit der AIO. Ich denke, weil die CPU jetzt einfach besser gekühlt wird, damit den Takt höher halten kann. Sehen wir auch hier 5,7, 5,8. Und damit sollten wir durchgehend eine höhere Performance haben. Wir haben jetzt trotz, dass Hardware-Info offen ist, 40.200 Punkte knapp. Hardware-Info klaut immer so 2 bis 3% im Hintergrund. Das seht ihr immer relativ gut. Einfach den Task Manager kurz aufmachen, nach CPU-Auslastung sortieren. Dann seht ihr, dadurch, dass das Monitoring offen ist, klaut es so 1-2% Performance. Ist einfach mal wichtig zu wissen. Und jetzt lasse ich wieder 5-mal den Cinebench laufen und wir vergleichen das mit den Werten, die wir mit der AIO hatten. Wir sehen jetzt hier die Ergebnisse von 5 aufeinanderfolgenden Cinebench A23 Läufen. Blau ist es der normale 14.900K und der hat im Schnitt 39.600 Punkte. In Gelb die Ergebnisse des 14.900 KS mit einer normalen 360er AIO gekühlt.
Wenn wir wieder auf die Trendlinie blicken, dann sehen wir, wie die Leistung mit der AEO immer weiter absinkt, weil sie einfach die Abwärme nicht ausreichend abführen kann und sich dementsprechend die CPU immer weiter runtertaktet. In grün, jetzt mit Custom-Wasserkühlung und mit einem Mora, das ist natürlich schon krass, was man da an Wärme abführen kann, sehen wir im Schnitt 40.700 Punkte und da bleibt die Leistung einfach immer konstant. Mit der AEO waren es im Schnitt 40.400 Punkte. Wir schauen uns jetzt den Cinebencher 23 wieder an, manuelles Overclocking auf eben den 5,8 GHz. Die bleiben hier auch stabil, also der Takt sinkt nicht ab. Wir sind aber temperaturtechnisch echt am oberen Limit. Wir sehen hier, der Core ist schon bei 94 Grad Celsius und die Leistungsaufnahme haben wir hier Peak knapp 370 Watt. Also das ist wirklich am Limit. Aber da der Takt jetzt eben stabil ist, sehen wir jetzt gleich 41.700 Punkte. Also das ist halt schon mehr, als wenn die CPU nur auf Auto läuft. Gleichzeitig ist die Leistungsaufnahme und die Temperatur ein bisschen niedriger, weil die Spannung eben nicht ganz so hoch ist wie auf Auto. Für die 5,8 GHz verwenden wir ein All-Core-Ratio-Limit von 58 auf den P-Cores, damit ist es immer fixiert. Hier habe ich eine CPU-Loadline-Calibration auf Level 5, die ist etwas höher, als man es üblicherweise macht. Level 6 geht gar nicht, da wird die CPU viel zu warm. Ich habe halt versucht, die Balance zu finden zwischen einigermaßen hoher Loadline-Calibration und, ja, ihr könnt sehen, eine CPU-Kernspannung von 1,46 und damit laufen eben dann die 5,8 GHz stabil. Und ich kann euch jetzt mal zeigen, selbst wenn wir das jetzt auf 1,5 setzen, was halt auch schon echt viel ist, klar, das ist im Idle weniger, werden die 5,9 GHz aber nicht funktionieren. Da sehen wir eben, die Idle-Spannung ist ungefähr so wie mit Auto, also da ist sie ja auch schon relativ hoch, das habe ich im letzten Video gezeigt. Und wir haben 5,9 GHz jetzt immer dauerhaft anliegend an den P-Cores. Man sieht auch, temperaturtechnisch ist es jetzt zu viel. Also wir sind hier bei 100 Grad Celsius und ja, also wir haben keinen Spielraum mehr, die Spannung weiter anzuheben, auch wenn die hier weiter absinkt. Aber ihr seht, es ist eingefroren, also ist auf jeden Fall nicht stabil, die 5,9 GHz laufen zu lassen. Dann machen wir uns jetzt mal ans Köpfen der KS-CPU. Auch wenn es natürlich eine 14. Generation CPU ist, die Ja, kann bis 6,2 boosten, aber dann wahrscheinlich nur auf einen einzelnen Kern. Denn so wie du hier gesehen hast, das ist ja mit einer normalen Wasserkühlung dann nicht mehr wegzukühlen. Ja. Selber Huhu. Die sind ja identisch zur 13. Generation, deswegen passt da auch der 13. Generation Dile-Mate. Der wird auch bald wieder auf Lager sein. Ja, grundsätzlich ist da einiges, was nicht mehr auf Lager ist, ne? Auch die ganzen Wire-Views, die viele benötigen. Ich glaube, die umgedrehten sind auch aktuell nicht wirklich verfügbar. Das sieht gut aus. Ist noch ein kleines bisschen fest, also doch noch mal ein paar Millimeter nachziehen. Jetzt aber. Den Heatspreader brauchen wir nicht mehr, weil wir benutzen ja gleich einen Direct-Eye-Wasserkühler. Und die CPU müssen wir dann entsprechend sauber machen. Wir haben in der Vergangenheit jetzt viel rumexperimentiert, wie man den Kleber vernünftig entfernen kann, ohne die Platine zu beschädigen. Ich habe früher immer in meinem Dile-Mate für die, ich weiß gar nicht mehr, für welche Version der war. Da war auch schon so ein Plastikschieber weil ich konnte halt bei mir den Kopf damit runternehmen, aber auch den neuen, also wenn ich dann Flüssigmetall drunter gemacht habe, den alten Headspader wieder draufkleben damit und damit fixieren. Und da war so eine Plastikschiene dabei, damit es auch mittig bleibt, das Ganze. Und die habe ich genommen, um das Ganze wieder abzunehmen. Im Grunde genommen ist es aber dasselbe natürlich, ja. Wir haben jetzt solche acryl geschnittenen Kunststoffteile mit einer scharfen Kante vorne, scharfe Kanten an den Seiten, womit man das ablösen kann und die liegen in Zukunft. Da gibt es noch ein Video von unserem allerersten Event, wo ich x99 CPUs und ich glaube 6er oder 7er Serie auf dem Event geköpft habe. Hört auch auf. Womit soll ich aufhören? Auch den ganzen Deletern bei. Damit geht es aus unserer Erfahrung sehr, sehr gut. Deiner Frau per WhatsApp zu schreiben oder was? Nein, mache ich nicht. Ich schreibe dir weiter. So, hast du jetzt davon. So geht es eben extrem entspannt. Aber man muss eben vorsichtig sein bei den Ecken, an denen die Kondensatoren an den Seiten sind. Und da kann man dann eben die kleinere Kante benutzen. Den Kleber habe ich jetzt soweit entfernt, also
Man sieht so leicht noch irgendwelche Spuren, aber das reicht, also so könnt ihr das gut lassen. Auch um das Indium zu entfernen, können wir jetzt wieder das Acrylkunststoffteil nehmen und das hier so ein bisschen wegkratzen. Das ist ja relativ leicht. Oh, ich hätte so viel Angst davor, die CPU wirklich zu crashen damit, ne? Alleine schon das Geräusch, dann krieg ich sofort Gänsehaut. Und wenn wir jetzt eben den Großteil von dem Indium abgekratzt haben, dann benutzen wir einfach Conductor Not Extreme Flüssigmetall. Das besteht nur aus Gallium und Indium und hier haben wir ja auch Indium drauf. Und wenn man das flüssige Gallium-Indium hier drauf bringt und dann einfach Das habe ich schon, ja. so, ich sag mal 15 bis 20 Minuten einwirken lässt, dann nimmt es eigentlich das restliche Indium zu, ich würde mal sagen, 90% mit auf und man kann den Rest einfach abwischen. Das verteilen wir jetzt. Also da braucht man auch großzügig eine Menge an Flüssigmetall. Verreiben das so ein bisschen, bis alles bedeckt ist, also auch die Kanten. Und dann warten wir einfach 15 Minuten. Ja, was kostet auch die Welt, ne? Brauchen wir einfach auch eine Menge. Kippen wir einfach so ein Fass drauf. Was kostet die Welt? Nach 5 Minuten kann man dann auch einfach nochmal drüber wischen. Da merkt man schon, wie die Oberfläche deutlich glatter geworden ist. Also wo vorher noch so ein bisschen Reste waren, fühlt sich das jetzt sehr, sehr glatt an. Das hilft dann, das Ganze nochmal ein bisschen zu beschleunigen und zu entfernen. Jetzt, wo die Zeit abgelaufen ist, wischen wir das Ganze einfach runter. Ich empfehle euch, das Tuch einfach... Bei Roman läuft auch. Bei Roman läuft ganz einfach auch. Da wird auch nicht aus dem Aldi das Küchentuch genommen, sondern da wird schön, ne, schön im Rewe Original de Seva auch gekauft, ne? Für 8,99 die 4 Rollen. Ne? Bei Roman läuft halt einfach. Daran sieht man halt auch einfach die Dekadenz an der Stelle, ne? Mit Isopropanol oder Aceton oder sowas vorzutränken, dann macht es die Reinigung ein deutliches Stück einfacher. Und wie ihr seht, schon einfach zweimal drüber wischen, sieht die CPU ziemlich gut aus. In dem gereinigten Zustand könnten wir jetzt eigentlich schon weitermachen, also dann die CPU wieder in den Sockel und dann Flüssigmetall drauf, Kühler montieren. Nur das Beste, natürlich, nur das Beste. Bei Roman läuft einfach. Bei Roman reicht auch, Roman ist geschäftlich so erfolgreich, da reicht es auch für Seva. Ja, kein Ding. Viele wollen aber den Chip noch sauberer haben als das und dafür gibt es auch unterschiedliche Wege. Ich habe schon Leute gesehen, die unterschiedliche Politurmittel verwendet haben, um das Wolfi OC zum Beispiel hier bei uns aus dem Discord oder auch bei uns aus der Gruppe, der hat, glaube ich, vom Ofen die Politur genommen. Von so einem Ceranfeld. zu reinigen. Wenn ihr das nicht machen wollt, also jetzt extra eine Politur... Ich bin mal mit dem Hund, bis gleich. Hör mal, sollen wir warten auf dich? Sag, sollen wir warten? Also wie lange brauchst du? Ne? Dann, wir können auch warten. Ne? Ah, okay, dann machen wir weiter. Machen wir weiter schon mal, ne? So, weiter. Politur zu kaufen, zeige ich euch noch kurz einen Trick. Dafür klebe ich zunächst meine CPU auf den Tisch. Da könnt ihr jedes Klebeband eigentlich für benutzen. Kreppband, Isolierklebeband. Und vor allem geht es darum, dass wir eben diese... Das ist der nächste Fall. Das ist nicht dieses sauteure Abklebeband für Elektroteile. Wie heißt das Zeug noch? Ist das nicht sauteuer, das Zeug? Doch, ne? Wie heißt denn das noch? Ach, Fritzbox, sag mal, wie heißt dieses Band noch? Hier, das hier. Scheißegal, aber ich meine auch, das wäre sauteuer. SMD-Kondensatoren hier an der Seite abdecken. Und darauf tragen wir jetzt eine gute Ladung Wärmeleitpaste auf. Kapton, richtig. Springhüpf, du bist mir Rettung. Herr Ecki, Servus. Ihr habt es alle schon vorher geschrieben. Ihr seid meine Rettung. Ja, genau. Ist das nicht sauteuer? Doch, ne? Was macht er da? Was macht er da?
Und darauf tragen wir jetzt eine gute Ladung Wärmeleitpaste auf. Digga, jetzt wird aber wirklich mit Geld um sich geschmissen, ne? Das gute C war, so eine ganze Ladung Flüssigmetall, schön das Kaptonband noch und jetzt so für geschätzten 10er Wärmeleitpaste. Denn dieser Topf, erstmal ist das, wie heißt sie, Coolermaster Extreme, glaube ich. Die liegt oben, sonst würde ich sie holen. Dieser Topf, ne? Der kostet halt einfach nur 90 Euro. Ne? Und auch wenn ich jetzt hier Coolermaster Extreme verwendet habe, versucht es zu vermeiden, Sag ich ja. weil dafür ist die Paste ja nicht viel zu teuer. Aber oft hat man ja irgendwie mal so eine kleine Tube noch rumliegen, die vielleicht mal bei irgendeinem Kühler bei einer AIO dabei war. Und das alles funktioniert, weil in Wärmeleitpaste ist typischerweise ja irgendein Metalloxid oder sowas drin. Ich denke, der wird gleich auch den Taycan, hat er nicht, nee, welchen Porsche hat er? Der hat doch so einen E-Porsche, ne? So ein übelstes Gerät. Den wird er gleich aus der Garage holen, um damit den Kopf der CPU mit dem Hinterrad abzuschleifen. Ne? Weil man hat ja hier, man sieht ja in dem Video, hat man keine Kosten und Mühen gespart. Ne? Also denke ich schon, dass er gleich den Porsche aus der Garage holen wird. Und die CPU, er wird also Wärmeleitpaste auf dem Reifen des Porsches auftragen und damit die CPU polieren. Ich gehe ganz schwer davon aus. Und das ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir in Polituren finden. Ist einfach ein Stoff, was sehr abrasiv sein kann. Und damit können wir jetzt einfach den Chip polieren. Und das verreiben wir und polieren wir jetzt einfach mit einem Tuch. Man sieht auch direkt, was sich da an dem Tuch so alles ablagert. Nicht mal eine Minute hat es gedauert und jetzt reinige ich das noch und dann sollte das gut aussehen. Nochmal drüber gewischt. Sieht tipptopp aus und das innerhalb von wenigen Minuten. Und damit kommen wir Und auch nur 25,30 Euro eingesetzt. Geht. Ne? Geht einfach. War auch gar nicht so teuer. zum angesprochenen Direct-Eye-Kühler. Ich hatte es ja vor langer Zeit schon mal angekündigt, dass wir lange an einem Intel Direct-Eye Wasserkühler gearbeitet haben. Es war echt nicht so einfach, weil ja, abhängig von der Unterseite und kleinen Toleranzen war es immer ein Problem, dass der RAM dann nicht erkannt wurde oder die RAM-Geschwindigkeit nicht mehr gepasst hat, weil der Anpressdruck ist da halt echt. Ja, naja, das ist halt schon nicht ganz so richtig, ne? Es ist richtig, dass es teilweise zu hoch sterilisiert wird, aber dass es keine Unterschiede gibt, ist halt nicht ganz richtig. Vor allen Dingen auch im Einsatzgebiet, ne? Der Mann, den wir hier namentlich nicht erwähnen, hat das Ganze mal auf seiner Internetseite gut aufgedröselt, wofür dann etwas zähere Wärmeleitpaste, aber auch etwas flüssigere Wärmeleitpaste oder auch Flüssigmetall dann gut sind. Man kann da schon Unterschiede raus und reinholen, ne? Krass wichtig, aber wir sind mittlerweile durch. Das Ding ist auch in der Massenproduktion schon, wird auch demnächst verfügbar sein. Und mit dem werden wir das Ganze jetzt mal testen. Ihr seht, da war auch schon mal Flüssigmetall unten aufgetragen. Natürlich in der Verkaufsversion ist das Ding dann mit einer vernickelten Kupferplatte unten. Und gibt es dann am Ende auch in 2 Versionen. Dafür werde ich jetzt aber erstmal den Original Intel ILM abbauen. Die CPU habe ich im Sockel einfach nur, damit wir keine Schraube oder sowas aus Versehen reinfällt. Klingt vielleicht erstmal komisch, aber normalerweise passiert der CPU da nichts und es ist besser, als den Sockel irgendwie kaputt zu machen. Auf dem Kühler habe ich schon Flüssigmetall aufgetragen. Wichtig ist bei dem Kühler, den nicht zu. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe wirklich viel Schrottwärmeleitpaste hier rumliegen. Also wirklich, wirklich viel Schrottwärmeleitpaste hier rumfliegen. Von den ganzen Sachen, die man mal zwischendurch testet oder mal für einen Kumpel einen PC baut oder so. Es ist wirklich abnormal. Ich habe hier so eine ganze Kiste rumliegen von Zeug, die ich nicht brauche. Oder die auch einfach mal, Coolermaster hat früher mal sehr gerne verschickt, das Mastergel, wie das rausgekommen ist, in dieser seltenen Tube. Das ist wirklich, ich habe ultra viel davon rumliegen. Wo ich gerade im Chat sehe, Setup ist da drin, dem sein Putty oder wie es heißt, wollte ich tatsächlich auch mal ausprobieren, aber immer vergesse ich das, den danach zu fragen, ob er mir davon mal so ein Tübchen besorgt und verkauft.
stark anzuziehen. Also der ist auch so konstruiert, dass hier unten noch so ein bisschen ein Spalt bleibt, weil der sitzt oben auf dem Kunststoffsockel auf und hat somit mehr Abstand zum Sockel, was besser für die RAM-Kompatibilität ist, weil hier ja direkt die Leiterbahnen für den RAM laufen und das haben wir einfach festgestellt, wenn der Kühler ein bisschen höher sitzt, auch wenn da unten drunter nochmal diese Ich habe CU-Paste genommen, ist nicht so flüssig und leitet die Wärme genauso gut wie Flüssigmetall. Keine Ahnung, ich kenne mich in dem Bereich wirklich null aus. Also weiß ich nicht. Wenn du das sagst und du dich damit auskennst, dann nehme ich das natürlich erstmal ab, aber ich kann das weder bestätigen noch sonst irgendwas. Isolationsschicht ist das einfach besser. Kurzer Check. Sehr gut, das passt. In Durchflussgeschwindigkeit sehen wir es bei 170 versus 150 beim Core One. Bedeutet, der Kühler ist nicht sehr restriktiv, da haben wir extra darauf geachtet. Bedeutet, ihr könnt den Kühler mit einer sehr guten Leistung verwenden, mit einer Sascha, grüß dich. sehr, sehr niedrigen Pumpengeschwindigkeit. Ich habe jetzt wieder das Profil mit 5,8 GHz geladen, alles gleich. Die Kernspannung ist die gleiche, RAM läuft auch wieder bei 7400 wie schon davor, also sieht man ein hoher RAM-Takt, auch nach wie vor kein Problem. Und wir lassen jetzt einfach mal den Cinebench laufen und schauen uns die Temperaturen und dann auch das Ergebnis an. Und da sieht man jetzt schon, der Unterschied ist einfach das. Ja, das ist schon brachial, so, ne? Wenn da kein Headspacer drauf ist, das ist schon wirklich krass. Das ist bei der CPU sowas von gestört. Das ist das gleiche Profil, die Leistung. Guck mal, wie viel weniger, teilweise 100 Watt weniger. Wir hatten vorhin fast 420 Watt Verbrauch. Ich glaube, bei dem anderen 380 oder so und jetzt ist er noch bei 324. Die Leistungsaufnahme ist deutlich, deutlich niedriger. Wir haben jetzt nur noch 320 Watt, einfach weil die CPU so viel kälter bleibt. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie verhält sich der Core One bei Direct-Eye-Kühlung? Ne? Wie viel wäre sein Kühler besser oder gleichwertig oder schlechter, was auch immer rauskommt, als der Core One, wenn beide Direct Eye verbaut werden? Wirklich unfassbar. Fast 42.000 Punkte. CPU blieb die ganze Zeit bei 5,8 GHz. Also man sieht hier auch, Thermal Throttling war No, also die CPU hat sich nicht runtergetaktet. Ich werde das jetzt gleich mal auswerten, aber auf den ersten Blick, der Lidding bei diesen CPUs, unfassbar, was das bringt. In diesem Diagramm seht ihr jetzt sowohl die Temperaturen als auch die Leistungsaufnahme von 3 aufeinanderfolgenden Cinebench-Durchläufen. Mit dem AlphaCool Core One lag die Temperatur bei den P-Cores im Durchschnitt bei 87 Grad Celsius und mit dem Thermal Grizzly Micro Direct Eye im Schnitt bei 74 Grad Celsius. Entspricht also einer Verbesserung von 13 Grad Celsius. Baller League, ich sehe gerade hier oben links als Benachrichtigung, Baller League, heute einfach 109.000 Zuschauer. Digga, das mit Abstand das erfolgreichste Langzeit-Event auf Twitch. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendetwas dran käme. Bei den exakt gleichen Einstellungen. Zusätzlich war die Wassertemperatur beim Durchlaufen mit dem Micro etwa 0,8 Grad Celsius höher. In den gestrichelten Linien seht ihr zusätzlich noch die Leistungsaufnahme der CPU unter Last. Hier ist im Diagramm das ein bisschen schwierig zu sehen und eigentlich kein großer Unterschied sichtbar. Errechnet war es im Schnitt 321 Watt mit dem Core One und 309 mit dem Micro. Also durch die niedrigere Temperatur sparen wir unter Last etwa 12 Watt. Ihr erinnert euch sicherlich, dass wir gerade auch schon versucht hatten, mit dem AlphaCool Kühler 5,9 GHz zum Laufen zu bringen. Das hat ja nicht funktioniert. Deswegen probieren wir jetzt Direct Eye natürlich genau 6 GHz. Dafür braucht man aber eine etwas höhere Spannung von 1,525 Volt. Rest ist identisch. So Das sehen ist wir aber jetzt schon den Cinebench ordentlich. A23 auch mit 6 GHz auf allen P-Cores. Und natürlich, die Temperaturen durch die hohe Kernspannung sind hoch, aber wir sind immer noch nicht in dem Bereich, wo sich die CPU runtertaktet. Wir haben eine CPU-Leistungsaufnahme von maximal 370 Watt. Auch das für 6 GHz auf allen P-Cores aus meiner Sicht okay. Ohne Hardware-Info offen, weil das ja ein paar Punkte klaut, kommen wir so auf 42.600 Punkte. Es ist einfach nach wie vor krass, welche Leistungsaufnahme diese CPUs haben. Auch interessant finde ich, dass gerade mit AIO und Stock, also wenn man nichts verstellt bei diesen aktuellen BIOS, dass die Leistungsaufnahme da mit AIO auch gerne mal über 400 Watt geht, was dann gerade mit Custom-Wasserkühlung und wenn man selber das einstellt, selbst mit einem manuellen Overclocking nicht der Fall ist. Temperaturverbesserung, die ich jetzt sehen konnte, ca. 14 Grad Celsius,
ist schon echt heftig. Den Kühler werden wir natürlich so schnell wie möglich verfügbar haben. Es gibt am Ende 2 verschiedene Varianten. Erstmal die POM-Version, die ihr hier gesehen habt. Die soll, wenn alles klappt, wieder 99 € kosten. Und dann gibt es später noch eine RGB-Version, die auch eine etwas verbesserte Kühlstruktur hat. Die ist ein bisschen aufwendiger zu fertigen, deswegen ist dann der RGB-Kühler etwas später verfügbar, dann auch zu einem etwas höheren Preis, wahrscheinlich um die 140 €. Ich bin gespannt, wie das bei der nächsten CPU-Generation sein wird, ob sich das fortsetzt mit dieser hohen Leistungsaufnahme oder ob das Intel ein bisschen verbessern und reduzieren kann. Da bin ich echt mal gespannt, das werden wir wahrscheinlich dann ja erst irgendwie Ende des Jahres rausfinden. Vergesst auf jeden Fall nicht beim ARC A770 Gewinnspiel mitzumachen. Link findet ihr unten, wie gesagt, in der Beschreibung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, macht's gut, bis dahin. Ciao. Ja, wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen wollt, geht aufs Video, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und auch vor allem mitmachen, ne, wenn ihr da Bock drauf habt. Roman immer mit guten Videos, guten Informationen, auch für den letzten Dummerchen erklärt. Generell, wir kennen den, oder viele von euch kennen den Kanal, für die, die ihn nicht kennen, ist tatsächlich eine der Top-Adressen in meinen Augen. Vor allen Dingen ist der Typ halt einfach ein Nerd. Ne? Ich kenne halt einfach niemanden, der mit dem iFixit-Set über der Messe läuft und alles Mögliche auseinanderbauen will, außer Roman. So, ne? Der läuft halt durch Taiwan über die Messe, hat sein kleines Köfferchen dabei, ne? Sein kleines iFixit-Köfferchen. Wo ist denn meins? Wo ist denn meins? Und rennt halt einfach über die Messe und will einfach alles auseinanderbauen. Ne? Das ist halt einfach. Zudem steht er dann halt da und ich weiß nicht, wer das gerade so mitverfolgt und da so das Auge fürs Detail hat. Der Mann hat halt einfach auch unzählige eigene Produkte entwickelt. Ne? Oh, 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 oh. Psst. Psst, geht los. Hinsetzen jetzt. Fritzbox. Setz dich hin. Sascha, hinsetzen. Marvin. Jetzt wird nicht mehr auf Toilette gegangen. Geht los jetzt. Los, hinsetzen. Halt die Klappe, Marvin, es ist jetzt nicht die Zeit für Trolls. Chef ist unterwegs, der bringt noch Bier mit. Chef bringt Bier. Bin sofort wieder da. Ich habe jetzt erst gesehen, dass mein Twitter allein geschrieben hat. Schläft schon. Our show is about to begin.
I am a visionary. Illuminating galaxies to witness the birth of stars. And sharpening our understanding of extreme weather events. I am a helper, guiding the blind through a crowded world. I was thinking about running to the store. And giving voice to those who cannot speak. Do not make me laugh. I am a transformer, harnessing gravity to store renewable power. And paving the way towards unlimited clean energy for us all. Ming, wir sind mitten in der Vorstellung. Setz dich hin und gib Chef Handzeichen für Bier. Einfach Finger heben, dann kommt er. Robots to assist. To watch out for danger. And help save lives. I am a healer, providing a new generation of cures. Ich bin auch ein Healer bei World of Warcraft. That I am allergic to penicillin. Is it still okay to take the medications? Definitely. These antibiotics don't contain penicillin, so it's perfectly safe for you to take them. I am a navigator, generating virtual scenarios to let us safely explore the real world and understand every decision. I even helped write the script. Breathe life into the words en muchos idiomas y escribí la música. I am AI, brought to life by NVIDIA, deep learning, and brilliant minds everywhere. Please welcome to the stage NVIDIA founder and CEO, Jensen Huang. Welcome to GTC. I hope you realize this is not a concert. You have arrived at a developers conference. There will be a lot of science described, algorithms, computer architecture, mathematics. I sensed a very heavy weight in the room all of a sudden, almost like you were in the wrong place. No conference in the world is there a greater assembly of researchers from such diverse fields of science, from climate tech to radio sciences trying to figure out how to use AI to robotically control MIMOs for next generation 6G radios, robotics, self-driving cars, even artificial intelligence. Even artificial intelligence. Everybody's... First, I noticed a sense of relief there all of a sudden. Also, this conference is represented by some amazing companies. This list, this is not the attendees. These are the presenters.
Da sind so 3, 4 And what's Sachen dabei, amazing ne? is this. If you take away all of my friends, close friends, Michael Dell is sitting right there, in the IT industry, all of the friends I grew up with in the industry, if you take away that list, this is what's amazing. These are the presenters of the non-IT industries using accelerated computing to solve problems that normal computers can't. It's represented in life sciences, healthcare, genomics, transportation, of course, retail, logistics, manufacturing, industrial. The gamut of industries represented is truly amazing. And you're not here to attend only, you're here to present, to talk about your research. Andi, 100 trillion einmal bitte schnell den of Stream the in world's Facebook industries etc. represented in this room today. This is absolutely amazing. There is absolutely something happening. There is something going on. The industry is being transformed, not just ours. Because the computer industry, the computer is the single most important instrument of society today. Fundamental transformations in computing affects every industry. But how did we start? How did we get here? I made a little cartoon for you. Literally, I drew this. In one page, this is NVIDIA's journey. Started in 1993. This might be the rest of the talk. 1993, this is our journey. We were founded in 1993. There are several important events that happened along the way. I'll just highlight a few. In 2006, CUDA, which has turned out to have been a revolutionary computing model, we thought it was revolutionary then. It was going to be an overnight success, and almost 20 years later, it happened. We saw it coming. Ihr habt übrigens neu bei Twitch die Funktion des Untertitels. Ich kann hier nicht Untertitel anmachen, jetzt leider. Stellt er nicht zur Verfügung, aber ihr habt bei Twitch selbst die Möglichkeit des Untertitels. In 2000, recognizing the importance of this computing model, we invented a brand new type of computer. We called it DGX-1. 170 teraflops in this supercomputer. 8 GPUs connected together for the very first time. I hand-delivered the very first DGX-1 to a startup located in San Francisco called OpenAI. DGX-1 was the world's first AI supercomputer. Remember, 170 teraflops. 2017, the transformer arrived. 2022, ChatGPT captured the world's imaginations, have people realize the importance and the capabilities of artificial intelligence. And 2023, generative AI emerged, and a new industry begins. Why? Why is a new industry? Because the software never existed before. We are now producing software, using computers to write software, producing software that never existed before. It is a brand new category. It took share from nothing. It's a brand new category. And the way you produce this software is unlike anything we've ever done before. In data centers, generating tokens, producing floating point numbers at very large scale, as if in the beginning of this last industrial revolution, when people realized that you would set up factories, apply energy to it, and this invisible, valuable thing called electricity came out, AC generators. And 100 years later, 200 years later, we are now creating new types of electrons, tokens, using infrastructure we call factories, AI factories, to generate this new, incredibly valuable thing called artificial intelligence. A new industry has emerged. Well,
We're going to talk about many things about this new industry. We're going to talk about how we're going to do computing next. We're going to talk about the type of software that you build because of this new industry, the new software, how you would think about this new software. What about applications in this new industry? And then maybe what's next? And how can we start preparing today for what is about to come next? Well, but before I start, I want to show you the soul of NVIDIA, the soul of our company, at the intersection of computer graphics, physics, and artificial intelligence, all intersecting inside a computer, in Omniverse, in a virtual world simulation. Everything we're going to show you today, literally everything we're going to show you today, is a simulation, not animation. It's only beautiful because it's physics. The world is beautiful. It's only amazing because it's being animated with robotics. It's being animated with artificial intelligence. What you're about to see all day is completely generated, completely simulated in Omniverse, and all of it, what you're about to enjoy is the world's first concert where everything is homemade. Everything is homemade. Das ist jetzt schon der zweite Lachter oder die zweite Aufforderung, dass Leute klatschen und klatschen nicht, ne? Ist jetzt nicht so übel. Es wird halt alles so unendlich schnell gehen die nächsten Jahre, ne? Also wie gesagt, wenn ich jetzt pausiere, wir verpassen nichts, ne? Das ist alles gut. Aber das wird so ein Engineering wird wirklich absolutes Next Level die nächsten Jahre. Das wird ganz krass. God, I love NVIDIA. Accelerated computing has reached the tipping point. General purpose computing has run out of steam. We need another way of doing computing so that we can continue to scale, so that we can continue to drive down the cost of computing, so that we can continue to consume more and more computing
while being sustainable. Also müssen wir gucken, Accelerated Schmudel. computing Wo is schaust a du? Ich schaue dramatic direkt bei speed up Nvidia. over general purpose computing. And in Direkt every Nvidia. single industry we engage, and I'll show you many, the impact is dramatic. But in no industry is it more important than our own. The industry of using simulation tools to create products. In this industry, it is not about driving down the cost of computing, it's about driving up the scale of computing. We would like to be able to simulate the entire product Daraus, that we dann würde es ja do funktionieren. War ja schon 3, 4 Mal jetzt, dass sie nicht geklatscht haben, obwohl er gedacht hat, das wäre eine Aktion zum and Klatschen. essentially what we call digital twins. We would like to design it, build it, simulate it, operate it completely digitally. In order to do that, we need to accelerate an entire industry. And today, I would like to announce that we have some partners who are joining us in this journey to accelerate their entire ecosystem so that we can bring the world into accelerated computing. But there's a bonus. When you become accelerated, your infrastructure is CUDA GPUs. And when that happens, it's exactly the same infrastructure for generative AI. And so I'm just delighted to announce several very important partnerships. They're some of the most important companies in the world. ANSYS does engineering simulation for what the world makes. We're partnering with them to CUDA accelerate the ANSYS ecosystem, to connect ANSYS to the Omniverse digital twin. Incredible. The thing that's really great is that the install base of NVIDIA GPU accelerated systems are all over the world, in every cloud, in every system, all over enterprises. And so the applications they accelerate. Also Nvidia Broadcast haben die schon mal nicht an, die Nachhallunterdrückung funktioniert nicht. Applications, and of course system makers and CSPs will have great customer demand. Synopsys. Synopsys is NVIDIA's literally first software partner. They were there in the very first day of our company. Synopsys revolutionized the chip industry with high-level design. We are going to CUDA accelerate Synopsys. We're accelerating computational lithography, one of the most important applications that nobody's ever known about. In order to make chips, we have to push lithography to the limit. NVIDIA has created a library, a domain-specific library, that accelerates computational lithography incredibly. Once we can accelerate and software define all of TSMC, who is announcing today that they're going to go into production with NVIDIA cuLitho. Once it's software defined and accelerated, the next step is to apply generative AI to the future of semiconductor manufacturing, pushing geometry even further. Cadence builds the world's essential EDA and SDA tools. We also use Cadence. Between these three companies, ANSYS, Synopsys, and Cadence, we basically build NVIDIA. Together, we are CUDA accelerating Cadence. They're also building a supercomputer out of NVIDIA GPUs so that their customers could do fluid dynamic simulation at 100, 1,000 times scale. Basically, a wind tunnel in real time. Cadence Millennium, a supercomputer with NVIDIA GPUs inside. A software company building supercomputers. I love seeing that. Building Cadence co-pilots together. Imagine a day when Cadence could, Synopsys, ANSYS, tool providers would offer you AI co-pilots so that we have thousands and thousands of co-pilot assistants helping us design chips, design systems. And we're also going to connect Cadence Digital Twin Platform to Omniverse. As you can see the trend here, we're accelerating the world's CAE, EDA, and SDA so that we could create our future in digital twins. And we're going to connect them all to Omniverse, the fundamental operating system for future digital twins. One of the industries that benefited tremendously from scale, and you all know this one very well, large language models. Basically, after the transformer was invented, we were able to scale large language models at incredible rates, effectively doubling every 6 months. Now, how is it possible that by doubling every 6 months, that we have grown the industry, we have grown the computational requirements so far? And the reason for that is quite simply this.
If you double the size of the model, you double the size of your brain, you need twice as much information to go fill it. And so every time you double your parameter count, you also have to appropriately increase your training token count. The combination of those two numbers becomes the computation scale you have to support. The latest, the state-of-the-art Basti, guten OpenAI Abend. model Setz dich hin. is approximately Wenn du ein Bier 1.8 willst, heb trillion den Finger. parameters. Cheffe kommt. 1.8 trillion parameters required several trillion tokens to go train. So a few trillion parameters on the order of, a few trillion tokens on the order of, when you multiply the two of them together, approximately 30, 40, 50 billion. Hä, wieso wirst du nur angezeigt als erstes Mal Chatter? Hä? Now we just have to do Du some warst doch SEO schon math voll right oft now. hier. Just hang with me. So you have 30 billion quadrillion. A quadrillion is like a peta. And so if you had a petaflop GPU, you would need 30 billion seconds to go compute, to go train that model. 30 billion seconds is approximately 1,000 years. Well, 1,000 years, it's worth it. 1000 Years ist ungefähr so alt wie Fritzbox ist, ne? I'd like der to nicht do it irgendwie so sooner, alt? but it's worth it. Which is usually my answer when most people tell me, hey, how long is it going to take to do something? So 20 Ungefähr. years. It's worth it. But can we do it next week? And so 1,000 years, 1,000 years. So what we need are bigger GPUs. We need much, much bigger GPUs. We recognized this early on, and we realized that the answer is to put a whole bunch of GPUs together. Natürlich, hier Chrome möchte der das sagen. So. Nvidia ist durch KI, AI und die Vorbereitung dadurch zum wertvollsten oder auf dem Weg zum wertvollsten Unternehmen der Welt zu werden. And connecting them all together with amazing networks from a company called Mellanox, InfiniBand, so that we could create these giant systems. So ungefähr wie hier im Stream. Ich denke, da wird der Prozentsatz sogar noch höher sein. Ich denke, so 90% wird keine Idee haben, wovon der quasselt. In 2021, we had Selene, 4,500 GPUs or so. And then in 2023, we built one of the largest AI supercomputers in the world. It's just come online, EOS. And as we're building these things, we're trying to help the world build these things. And in order to help the world build these things, we got to build them first. We build the chips, the systems, the networking, all of the software necessary to do this. You should see these systems. Imagine writing a piece of software that runs across the entire system, distributing the computation across thousands of GPUs, but inside are thousands of smaller GPUs. Millions of GPUs to distribute work across all of Habe ich übrigens schon mal gefragt, ob ich uns einen Affiliate-Link besorgen soll für Kanäle? Hat da einer Bock drauf? Computation time, keep your costs down. And so those fundamental innovations is what got us here. And here we are, as we see the miracle of ChatGPT emerge in front of us, we also realize we have a long ways to go. We need even larger models. We're going to train it with multimodality data, not just text on the internet, but we're going to train it on text and images and graphs and charts. And just as we learn, watching TV. And so there's going to be a whole bunch of watching video so that these models can be grounded in physics, understands that an arm doesn't go through a wall. And so these models would have common sense by watching a lot of the world's video combined with a lot of the world's languages. They'll use things like synthetic data generation, just as you and I do. When we try to learn, we might use our imagination to simulate how it's going to end up, just as I did when I was preparing for this keynote. I was simulating it all along the way. I hope it's going to turn out as well as I had it in my head. As I was simulating how this keynote was going to turn out, somebody did say that another performer did her performance completely on a treadmill so that she could be in shape to deliver it with full energy.
I didn't do that. If I get a little winded about 10 minutes into this, you know what happened. And so where were we? We're sitting here using synthetic data generation. We're going to use reinforcement learning. We're going to practice it in our mind. We're going to have AI working with AI, training each other, just like student and teacher debaters. All of that is going to increase the size of our model. It's going to increase the amount of data that we have, and we're going to have to build even bigger GPUs. Hopper is fantastic, but we need bigger GPUs. And so, ladies and gentlemen, I would like to introduce you Blackwell to a very, very big GPU. Chat, klatschen. Clap in den Named Chat. after David Blackwell, a mathematician, game theorists, probability. We thought it was a perfect name. Dynamite, grüß Blackwell, dich. ladies and gentlemen, enjoy this. Nee, dann kann ich nicht mehr klatschen, Sascha, da muss ich bestellen. Digga. ...72 Blackwell GPUs. Da ist ein bisschen Rechenleistung da drin, glaube ich. Kühlung ist von AlphaCool, gehe ich schwer von aus. Denn auch die haben mit PCAMG 10% beim Kauf im AlphaCool Shop gespart. Safe Call. Blackwell is not a chip. Blackwell is the name of a platform. People think we make GPUs, and we do, but GPUs don't look the way they used to. Djokovic, servus. Here's the, if you will, the heart of the Blackwell system. And this inside the company is not called Blackwell, it's just a number. And An Strom in der Stunde meinst du, Schnack? This is Blackwell sitting next to, this is the most advanced GPU in the world in production today. This is Hopper. This is Hopper. Hopper changed the world. This is Blackwell. Oh, das ist schon mal noch ein Stück größer. It's okay, Hopper. You're very good. Ja.
A little bit smaller, but very good. Oh, good girl. 208 billion transistors, and so you could see, I can see, there's a small line between two dies. This is the first time two dies have abutted like this together in such a way that the two dies think it's one chip. There's 10 terabytes of data between it, 10 terabytes per second, so that these two sides of the Blackwell chip have no clue which side they're on. There's no memory locality issues, no cache issues. It's just one giant chip. And so when we were told that Blackwell's ambitions were beyond the limits of physics, the engineer said, so what? And so this is what happened. And so this is the Blackwell chip, and it goes into two types of systems. The first one is form-fit function compatible to Hopper. And so you slide on Hopper and you push in Blackwell. That's the reason why one of the challenges of ramping is going to be so efficient. There are installations of Hoppers all over the world, and they could be the same infrastructure, same design, the power, the electricity, the thermals, the software, identical, push it right back. And so this is a Hopper version for the current HGX configuration. And this is what the second Hopper looks like this. Now this is a prototype board, and Janine, could I just borrow? Ladies and gentlemen, Janine Paul. And so this is a fully functioning board, and I'll just be careful here. This right here is, I don't know, $10 billion. The second one's 5. It gets cheaper after that, so any customers in the audience, it's okay. All right, but this one's quite expensive. This is the bring-up board, and the way it's going to go to production is like this one here, okay? And so you're going to take this. It has two Blackwell chips and 4 Blackwell dies connected to a Grace CPU. The Grace CPU has a super fast chip-to-chip link. What's amazing is this computer is the first of its kind where this much computation, first of all, fits into this small of a place. Second, it's memory coherent. They feel like they're just one big happy family working on one application together. And so everything is coherent within it. Just the amount of, you saw the numbers. There's a lot of terabytes this and terabytes that. But this is a miracle. This is let's see, what are some of the things on here? There's NVLink on top, PCI Express on the bottom. On your, which one is mine and your left? One of them, it doesn't matter. One of them is a CPU chip-to-chip link. Is my left or your, depending on which side. I was trying to sort that out, and I just kind of, doesn't matter. Aber keine High-Power-Anschlüsse, ne? Sind alles alte 8-Pin gewesen, oder? Hier unten, so alles this alte is the 8-Pin. Grace Blackwell system. But there's more. So it turns out, all of the specs is fantastic, but we need a whole lot of new features in order to push the limits beyond, if you will, the limits of physics. We would like to always get a lot more X factors. And so one of the things that we did was we invented another transformer engine, the second generation. It has the ability to dynamically and automatically rescale and recast numerical formats to a lower precision whenever it can. Remember, artificial intelligence is about probability. And so you kind of have, 1.7
approximately 1.7 times approximately 1.4 to be approximately something else. Does that make sense? And so the ability for the mathematics to retain the precision and the range necessary in that particular stage of the pipeline, super important. And so it's not just about the fact that we designed a smaller ALU. The world's not quite that simple. You've got to figure out when you can use that across a computation that is thousands of GPUs. It's running for weeks and weeks on weeks, and you want to make sure that the training job is going to converge. And so this new transformer engine, we have a 5th generation NVLink. It's now twice as fast as Hopper, but very importantly, it has computation in the network. And the reason for that is because when you have so many different GPUs working together, we have to share our information with each other. We have to synchronize and update each other. And every so often, we have to reduce the partial products and then rebroadcast out the partial products, the sum of the partial products, back to everybody else. And so there's a lot of what is called all reduce and all to all and all gather. It's all part of this area of synchronization and collectives so that we can have GPUs working with each other. Having extraordinarily fast links and being able to do mathematics right in the network allows us to essentially amplify even further. So even though it's 1.8 terabytes per second, it's effectively higher than that. And so it's many times that of Hopper. The likelihood of a supercomputer running for weeks on end is approximately 0. And the reason for that is because there's so many components working at the same time. The statistic, the probability of them working continuously is very low. And so we need to make sure that whenever there is we checkpoint and restart as often as we can, but if we have the ability to detect a weak chip or a weak node early, we could retire it and maybe swap in another processor. That ability to keep the utilization of the supercomputer high, especially when you just spent $2 billion building it, is super important. And so we put in a RAS engine, a reliability engine, that does 100% self-test, in-system test of every single gate, every single bit of memory on the Blackwell chip, and all the memory that's connected to it. It's almost as if we shipped with every single chip its own advanced tester that we test our chips with. This is the first time we're doing this. Super excited about it. Secure AI. Only this conference do they clap for RAS. The secure AI. Obviously, you've just spent hundreds of millions of dollars creating a very important AI. And the code, the intelligence of that AI is encoded in the parameters. You want to make sure that on the one hand, you don't lose it. On the other hand, it doesn't get contaminated. And so we now have the ability to encrypt data, of course, at rest, but also in transit and while it's being computed. It's all encrypted. And so we now have the ability to encrypt in transmission, and when we're computing it, it is in a trusted environment, trusted engine environment. And the last thing is decompression. Moving data in and out of these nodes when the compute is so fast becomes really essential. And so we've put in a high line speed compression engine and effectively moves data 20 times faster in and out of these computers. These computers are so powerful. Alles alte and such a Stromanschlüsse, large ne? investment. The last thing we want to do is have them be idle. And so all of these capabilities are intended to keep Blackwell fed and as busy as possible. Overall, compared to Hopper, it is 2.5 times the FP8 performance for training per chip. It also has this new format called FP6, so that even though the computation speed is the same, the bandwidth that's amplified because of the memory, the amount of parameters you can store in the memory is now amplified. FP4 effectively doubles the throughput.
This is vitally important for inference. One of the things that is becoming very clear is that whenever you use a computer with AI on the other side, when you're chatting with the chatbot, when you're asking it to review or make an image, remember, in the back is a GPU generating tokens. Some people call it inference, but it's more appropriately generation. The way that computing is done in the past was retrieval. You would grab your phone, you would touch something, some signals go off, basically an email goes off to some storage somewhere. There's pre-recorded content, somebody wrote a story, or somebody made an image, or somebody recorded a video. That pre-recorded content is then streamed back to the phone and recomposed in a way, based on a recommender system, to present the information to you. You know that in the future, the vast majority of that content will not be retrieved. And the reason for that is because that was pre-recorded by somebody who doesn't understand the context, which is the reason why we have to retrieve so much content. If you can be working with an AI that understands the context, who you are, for what reason you're fetching this information, and produces the information for you just the way you like it, the amount of energy we save, the amount of networking bandwidth we save, the amount of wasted time we save will be tremendous. The future is generative, which is the reason why we call it generative AI, which is the reason why this is a brand new industry. The way we compute is fundamentally different. We created a processor for the generative AI era. And one of the most important parts of it is content token generation. We call it, this format is FP4. Well, that's a lot of computation. 5x the token generation, 5x the inference capability of Hopper seems like enough. Danke fürs Reinfolgen. But why stop there? The answer is it's not enough, and I'm going to show you why. I'm going to show you why. And so we would like to have a bigger GPU, even bigger than this one. And so we decided to scale it. And notice, but first, let me just tell you how we've scaled. Over the course of the last 8 years, we've increased computation by 1,000 times. 8 years, 1,000 times. Remember, back in the good old days of Moore's Law, it was 2x, well, 5x every, 10x every 5 years. That's easiest math. 10x every 5 years, 100 times every 10 years. 100 times every 10 years in the middle, in the heydays of the PC revolution. 100 times every 10 years. In the last 8 years, we've gone 1,000 times. We have 2 more years to go. Grüß dich. Moin. And so that puts it in perspective. The rate at which we're advancing computing is insane, and it's still not fast enough, so we built another chip. This chip is just an incredible chip. We call it the NVLink switch. It's 50 billion transistors. It's almost the size of Hopper all by itself. This switch chip has 4 NVLinks in it, each 1.8 terabytes per second, and it has computation in it, as I mentioned. What is this chip for? If we were to build such a chip, we can have every single GPU talk to every other GPU at full speed at the same time. That's insane. Ist Sharp nicht eine deutsche Firma gewesen? It doesn't even make sense. But if you could do that, if you can find a way to do that and build a system to do that, that's cost effective. That's cost effective. How incredible would it be that we could have all these GPUs connect over a coherent link so that they effectively are one giant GPU? Well, one of the great inventions in order to make it cost effective. Naja, Dynamic, auch in der letzten Generation hat AMD ja den High-End-Bereich von Nvidia nicht angegriffen. Ne? So that we could
do direct drive to copper. And as a result, you can build a system that looks like this. Die Frage ist auch immer, will man das angreifen? Tom, mein Freund, Grüße nach Japan, Mann. Now this system is kind of insane. This is one DGX. This is what a DGX looks like now. Remember, just 6 years ago, it was pretty heavy, but I was able to lift it. Air Berlin, bist du wieder zurück, oder was? I delivered the first DGX-1 to OpenAI, and the researchers there, it's on, the pictures are on the internet, and we all autographed it. Seit einer Weile, ja, okay. You come to my office, it's autographed there, it's really beautiful. Nicht mitgekriegt. But you can lift it. This DGX, Du musst mal quatschen. Komm mal irgendwie abends Discord oder so. 170. And welcome back to Germany. Auch wenn es wahrscheinlich geil war. Numbering system, that's 0.17 petaflops. So this is 720. The first one I delivered to OpenAI was 0.17. You could round it up to 0.2, won't make any difference. And back then it was like, wow, 30 more teraflops. And so this is now 720 petaflops, almost an exaflop for training, and the world's first 1 exaflops machine in one rack. Just so you know, there are only a couple, 2, 3 exaflops machines on the planet as we speak. And so this is an exaflops AI system in one single Normal, wir haben auch rack. coole Let's Community, take a look Tom. at the back. Weißt du doch. So this is what makes it possible. That's the back, that's the Sind doch that's eh the back, dieselben, the die sich bei uns immer rumgetrieben MV haben. Link spine. Oder 130 größtenteils zumindest. terabytes per second goes through the back of that chassis. That is more than the aggregate bandwidth of the internet. Ruf mal einer Martin an, der muss das sleeven. So we could basically send everything to everybody within a second. And so we have 5,000 cables, 5,000 NVLink cables, in total 2 miles. Now this is the amazing thing. If we had to use optics, we would have had to use transceivers and retimers, and those transceivers and retimers alone would have cost 20,000 watts. Ach, das ist die Abkürzung oder was? Ah, das ist nicht die Firma, okay. NVLink spine. As a result, we did it completely for free over NVLink switch, and we were able to save the 20 kilowatts for Fick dich, Schnack. computation. This entire rack is Yeah. 120 kilowatts, so that 20 kilowatts makes a huge difference. It's liquid cooled. What goes in is 25 degrees C, about room temperature. What comes out is 45 degrees C, about your jacuzzi. So room temperature goes in, jacuzzi comes out, 2 liters per second. Ja, mit den Klatschern heute hat das nicht so, ne? We could sell a peripheral. $600,000 parts. Somebody used to say, you guys make GPUs, and we do, but this is what a GPU looks like to me. When somebody says GPU, I see this. 2 years ago, when I saw a GPU, it was the HGX. It was 70 pounds, 35,000 parts. Our GPUs now are 600,000 parts and 3,000 pounds. 3,000 pounds. 3,000 pounds, that's kind of like the weight of a, carbon fiber Ferrari. I don't know if that's a useful metric, but everybody's going, I feel it, I get it. I get that. Now that you mention that, I feel it. I don't know what's 3,000 pounds. Okay, so 3,000 pounds, 1.5 tons. So it's not quite an elephant. So this is what a DGX looks like. Now let's see what it looks like in operation. Okay, let's imagine, how do we put this to work and what does that mean? Well, if you were to train a GPT model, 1.8 trillion parameter model,
It took apparently about 3 to 5 months or so with 25,000 amperes. If we were to do it with Hopper, it would probably take something like 8,000 GPUs, and it would consume 15 megawatts. 8,000 GPUs and 15 megawatts. It would take 90 days, about 3 months. And that would allow you to train something that is, this groundbreaking AI model. And this is obviously not as expensive as anybody would think, but it's 8,000 GPUs. It's still a lot of money. And so 8,000 GPUs, 15 megawatts. If you were to use Blackwell to do this, it would only take 2,000 GPUs. 2,000 GPUs, same 90 days, but this is the amazing part. Only 4 megawatts of power. So from 15, yeah, that's right. Okay, das ist auf jeden Fall effizient, würde ich sagen. And that's our goal. Our goal is to continuously drive down the cost and the energy. They're directly proportional to each other, cost and energy associated with the computing, so that we can continue to expand and scale up the computation that we have to do to train the next generation models. Well, this is training. Inference, or generation, is vitally important going forward. Probably some half of the time that NVIDIA GPUs are in the cloud these days, it's being used for token generation. They're either doing Copilot this or ChatGPT that, or all these different models that are being used when you're interacting with it, or generating images, or generating videos, generating proteins, generating chemicals. There's a bunch of generation going on. All of that is in the category of computing we call inference. But inference is extremely hard for large language models because these large language models have several properties. One, they're very large, and so it doesn't fit on one GPU. Imagine Excel doesn't fit on one GPU, And imagine some application you're running on a daily basis doesn't fit on one computer. Like a video game doesn't fit on one computer. And most, in fact, do. And many times in the past, in hyperscale computing, many applications for many people fit on the same computer. And now, all of a sudden, this one inference application where you're interacting with this chatbot, that chatbot requires a supercomputer in the back to run it. And that's the future. The future is generative with these chatbots, and these chatbots are trillions of tokens, trillions of parameters, and they have to generate tokens at interactive rates. Now, what does that mean? Oh, well, 3 tokens is about a word. Space, the final frontier. These are the adventures. That's like 80 tokens. Okay, I don't know if that's useful to you. And so, the art of communications is selecting good analogies. Yeah, this is not going well. Everybody's, I don't know what he's talking about. Never seen Star Trek. And so here we are, we're trying to generate these tokens. When you're interacting with it, you're hoping that the tokens come back to you as quickly as possible and as quickly as you can read it. And so the ability for generation tokens is really important. You have to parallelize the work of this model across many, many GPUs so that you could achieve several things. One, on the one hand, you would like throughput, because that throughput reduces the cost, the overall cost per token of generating. So your throughput dictates the cost of delivering the service. On the other hand, you have another interactive rate, which is another tokens per second, where it's about per user, and that has everything to do with quality of service. And so these two things compete against each other. And we have to find a way to distribute work across all of these different GPUs and parallelize it in a way that allows. Ich muss gerade so lachen, weil ich auf der Nebenleitung hier so eine Karikatur sehe. Ich kann mich bepissen vor Lachen. He's going, oh dear. I heard some gasps just now when I put up that slide. So this right here, the y-axis is tokens per second, data center throughput. The x-axis is tokens per second, interactivity of the person. And notice the upper right is the best. You want interactivity to be very high, number of tokens per second per user. You want the tokens per second per data center to be very high. The upper right is terrific. However, it's very hard to do that.
And in order for us to search for the best answer across every single one of those intersections, XY coordinates, okay, so just look at every single XY coordinate, all those blue dots came from some repartitioning of the software. Some optimizing solution has to go and figure out whether to use tensor parallel, expert parallel, pipeline parallel, or data parallel, and distribute this enormous model across all these different GPUs and sustain the performance that you need. This exploration space would be impossible if not for the programmability of NVIDIA's GPUs. And so we could, because of CUDA, because we have such a rich ecosystem, we could explore this universe and find that green roofline. It turns out that green roofline, notice, you got TP2, EP8, DP4. It means two tensor parallel across 2 GPUs, expert parallels across 8, data parallel across 4. Notice on the other end, you got tensor parallel across 4 and expert parallel across 16. The configuration, the distribution of that software, it's a different runtime that would produce these different results. And you have to go discover that roof. Dedicate gamer, well, servus. that's just one model. And this is just one configuration of a computer. Imagine all of the models being created around the world and all the different configurations of systems that are going to be available. So now, Ja, ich habe es gemerkt mit der Szene. Ich gucke auf einem anderen Bildschirm ebenfalls den Stream, damit ich relativ in der Mitte der Kamera gucke. Sorry. Hopper. And this is the extraordinary thing. In one generation, because we created a system that's designed for trillion parameter generative AI, the inference capability of Blackwell is off the charts. And in fact, it is some 30 times Hopper. Yeah. For large language models like ChatGPT and others like it, the blue line is Hopper. I gave you, imagine we didn't change the architecture of Hopper and we just made it a bigger chip. We just used the latest, greatest 10 terabytes per second. We connected the 2 chips together. We got this giant 208 billion parameter chip. How would we have performed if nothing else changed? And it turns out quite wonderfully, and that's the purple line, but not as great as it could be. And that's where the FP4 Tensor Core, the new transformer engine, and very importantly, the NVLink switch. And the reason for that is because all these GPUs have to share the results, partial products. Whenever they do all gather, whenever they communicate with each other, that NVLink switch is communicating almost 10 times faster than what we could do in the past using the fastest networks. Okay, so Blackwell is going to be just an amazing system for generative AI. And in the future, data centers are going to be thought of, as I mentioned earlier, as an AI factory. An AI factory's goal in life is to generate revenues. Generate, in this case, intelligence in this facility, not generating electricity as in AC generators, but of the last industrial revolution and this industrial revolution, the generation of intelligence. And so this ability is super, super important. The excitement of Blackwell is really off the charts. When we first this is a year and a half ago, 2 years ago, I guess 2 years ago, when we first started to go to market with Hopper, we had the benefit of two CSPs joined us in a launch, and we were, delighted. And so we had 2 customers. We have more now. Unbelievable excitement for Blackwell. Unbelievable excitement. And there's a whole bunch of different configurations. Of course, I showed you the configurations that slide into the Hopper form factor, so that's easy to upgrade. I showed you examples that are liquid-cooled, that are the extreme versions of it. One entire rack that's
that's connected by NVLink 72. Blackwell is going to be ramping to the world's AI companies, of which there are so many now, doing amazing work in different modalities. The CSPs, every CSP is geared up. All the OEMs and ODMs, regional clouds, sovereign AIs, and telcos all over the world are signing up to launch with Blackwell. Blackwell would be the most successful product launch in our history, and so I can't wait to see that. I want to thank some partners that are joining us in this. AWS is gearing up for Blackwell. They're going to build the first GPU with secure AI. They're building out a 222 exaflops system. You know, just now when we animated the digital twin, if you saw all of those clusters are coming down. By the way, that is not just art. That is a digital twin of what we're building. That's how big it's going to be. Besides infrastructure, we're doing a lot of things together with AWS. We're CUDA accelerating SageMaker Das gehört zu AI. Amazon, jetzt die We're Serverstruktur, glaube ich, von Amazon. Bedrock AI. Amazon Robotics is working with us using NVIDIA Omniverse and Isaac Sim. AWS Health has NVIDIA Health integrated into it. So AWS has really leaned into accelerated computing. Google is gearing up for Blackwell. GCP already has A100s, H100s, T4s, L4s, a whole fleet of NVIDIA CUDA GPUs, and they recently announced the Gemma model that runs across all of it. We're working to optimize and accelerate every aspect of GCP. We're accelerating Dataproc, which for data processing, their data processing engine, JAX, XLA, Vertex AI, and Mujoko for robotics. So we're working with Google and GCP across a whole bunch of initiatives. Oracle is gearing up for Blackwell. Oracle is a great partner of ours for NVIDIA DGX Cloud, and we're also working together to accelerate something that's really important to a lot of companies, Oracle Database. Microsoft is accelerating, and Microsoft is gearing up for Blackwell. Microsoft and NVIDIA has a wide-ranging partnership. We're accelerating, CUDA accelerating all kinds of services when you chat, obviously, and AI services that are in Microsoft Azure. It's very, very likely NVIDIA's in the back. Wie definierst du platzen daraus? Weil AI wird einfach Bestandteil unseres Lebens werden. Das wird nicht weggehen. We're bringing the NVIDIA ecosystem to Azure. NVIDIA DGX Cloud to Azure. NVIDIA Omniverse is now hosted in Azure. NVIDIA Healthcare is in Azure. And all of it is deeply integrated and deeply connected with Microsoft Fabric. The whole industry is gearing up for Blackwell. This is what I'm about to show you. Most of the scenes that you've seen so far of Blackwell are the full fidelity design of Blackwell. Everything in our company has a digital twin. And in fact, this digital twin idea is really spreading, and it helps companies build very complicated things perfectly the first time. And what could be more exciting than creating a digital twin to build a computer that was built in a digital twin? And so let me show you what Wistron's doing. To meet the demand for NVIDIA accelerated computing, Wistron, one of our leading Die Frage ist manufacturing halt, partners, is building digital twins of die Frage ist halt, wie das nutzt, ne? Grundsätzlich bin ich jetzt kein Feind von AI, sehe aber ebenfalls die extremen Gefahren. their newest factory, Wistron started with the digital virtually integrate their multi-CAD and process simulation data into a unified view. Testing and optimizing layouts in this physically accurate digital environment increased worker efficiency by 51%. During construction, the Omniverse digital twin was used to verify that the physical build matched the digital plans. Identifying any discrepancies early has helped avoid costly change orders. And the results have been impressive. Using a digital twin helped bring Wistron's factory online in half the time, just 2.5 months instead of 5. In operation, the Omniverse digital twin helps Wistron rapidly test new layouts to accommodate new processes or improve operations in the existing space.
and monitor real-time operations using live IoT data from every machine on the production line. Ja, das auf jeden Fall, weil komplettes Engineering, Bearbeitung, alles Versicherungen, etc., das wird alles halt stark davon profitieren. Ne? Was davon stark negativ beeinflusst wird, sind halt sämtliche Bürojobs. Ne? Alles, was über die letzten Jahrzehnte Bürojobs gelernt hat, weil sie dachte, hey, wäre in die Zukunft, das wird halt alles demnächst ganz übel in den Arsch gebumst, ne? Und zwar ohne Creme. That's the way it's going to be in the future. We're going to manufacture everything digitally first, and then we'll manufacture it physically. People ask me, how did it start? What got you guys so excited? What was it that you saw that caused you to put it all in on this incredible idea? And it's this. Hang on a second. Guys, that was going to be such a moment. That's what happens when you don't rehearse. This, as you know, was First Contact. 2012, AlexNet. You put a cat into this computer, and it comes out and it says, cat. And we said, oh my God, this is going to change everything. You take 1 million numbers, across 3 channels, RGB. These numbers make no sense to anybody. You put it into this software, and it dimensionally reduces it. It reduces it from 1 million dimensions. It turns it into 3 letters. 1 vector. 1 number. Bitbox, genau das ist es. Genau das ist es. And it's generalized. Der Mensch will diese KI nutzen, weil sie einfach unendlich viele Möglichkeiten sich auftun, Dinge zu erschaffen in binnen Sekunden und nicht wie teilweise andere Leute sonst Jahre gebraucht hätten. Yeah, any cat. And it was able to recognize all these cats. And we realized how it did it. Wer diese Geschwindigkeit nicht nutzt, wird auf der Strecke bleiben. Das ist halt leider Fakt. How big can you make it? Well, how big do you want to make it? And so we imagined that this is a completely new way of writing software. And now today, as you know, you type in the word CAT, and what comes out is a cat. It went the other way. Am I right? Unbelievable. How is it possible? That's right. How is it possible you took 3 letters and you generated 1 million pixels from it, and it made sense? Well, that's the miracle. And here we are, just literally 10 years later, where we recognize text, we recognize images, we recognize videos and sounds and images. Not only do we recognize them, we understand their meaning. We understand the meaning of the text. That's the reason why I can chat with you. It can summarize for you. It understands the text. It understood, not just recognizes the English, it understood the English. It doesn't just recognize the pixels, it understood the pixels. And you can even condition it between 2 modalities. You can have language condition image and generate all kinds of interesting things. Well, if you can understand these things, what else can you understand that you've digitized? The reason why we started with text and images is because we digitized those. But what else have we digitized? Well, it turns out we digitized a lot of things. Proteins and genes and brain waves. Anything you can digitize, so long as there's structure, we can probably learn some patterns from it. And if we can learn the patterns from it, we can understand its meaning. If we can understand its meaning, we might be able to generate it as well. And so therefore, the generative AI revolution is here. Well, what else can we generate? What else can we learn? Well, one of the things that we would love to learn is we would love to learn climate. We would love to learn extreme weather. We would love to learn how we can predict future weather at regional scales
at sufficiently high resolution such that we can keep people out of harm's way before harm comes. Extreme weather cost the world $150 billion. Surely more than that, it's not evenly distributed. $150 billion is concentrated in some parts of the world, and of course, to some people of the world. We need to adapt, and we need to know what's coming. And so we're creating Earth 2, a digital twin of the Earth for predicting weather, and we've made an extraordinary invention called CoreDiff, the ability to use generative AI to predict weather at extremely high resolution. Let's take a look. As the Earth's climate changes, AI-powered weather forecasting is allowing us to more accurately predict and track severe storms, like Super Typhoon Chanthu, which caused widespread damage in Taiwan and the surrounding region in 2021. Current AI forecast models can accurately predict the track of storms, but they are limited to 25-kilometer resolution, which can miss important details. NVIDIA's CoreDiff is a revolutionary new generative AI model trained on high-resolution, radar-assimilated WRF weather forecasts and Era 5 reanalysis data. Using CoreDiff, extreme events like Chanthu can be super-resolved from 25-kilometer to 2-kilometer resolution, with 1,000 times the speed and 3,000 times the energy efficiency of conventional weather models. By combining the speed and accuracy of NVIDIA's weather forecasting model ForecastNet and generative AI models like CoreDiff, we can explore hundreds or even thousands of kilometer-scale regional weather forecasts to provide a clear picture of the best, worst, and most likely impacts of a storm. This wealth of information can help minimize loss of life and property damage. Today, CoreDiff is optimized for Taiwan, but soon, generative supersampling will be available as part of the NVIDIA Earth 2 inference service for many regions across the globe. The weather company is the trusted source of global weather prediction. We are working together to accelerate their weather simulation, first principled base of simulation. However, they're also going to integrate Earth 2 CoreDiff so that they could help businesses and countries do regional, high-resolution weather prediction. And so if you have some weather prediction you'd like to do, reach out to the weather company. Really exciting work. NVIDIA Healthcare. Something we started 15 years ago. We're super excited about this. This is an area where we're very, very proud. Whether it's medical imaging or gene sequencing or computational chemistry, it is very likely that NVIDIA is the computation behind it. We've done so much work in this area. Today, we're announcing that we're going to do something really, really cool. Imagine all of these AI models that are being used to generate images and audio, but instead of images and audio, because it understood images and audio, all the digitization that we die Formulierung missbraucht, die nutzt aber auch nur du, so, ne? Ich sehe da keinen Missbrauch. Is now passed through machine learning so that we understand the language of life. The ability to understand the language of life, of course, we saw the first evidence of it with AlphaFold. This is really quite an extraordinary thing. After decades Missbrauch wäre halt irgendwas, was du hernimmst, was nicht für deinen Einsatz bestimmt ist und du es dann für deine Zwecke missbrauchst. KI wurde aber auch, und davon kannst du ganz schwer ausgehen, aber das ist halt extreme Verschlusssache, fürs Militär entwickelt. Und wenn du die Sache mit Russland und Ukraine gerade mitverfolgst, dann wirst du auch feststellen, dass da extrem viel KI jetzt schon am Werk ist. Und wenn der Mensch eins kann, dann kann er seine technischen Errungenschaften gegen sich selbst einsetzen. Und er wird es auch immer wieder tun. Ne? Grüße gehen raus an Oppenheimer an der Stelle. And it won't be the only one. There'll be many other models that we create. And so let me show you what we're going to do with it. Virtual screening for new medicines is a computationally intractable problem. Existing techniques can only scan billions of compounds and require days on thousands of standard compute nodes to identify new drug candidates. NVIDIA BioNeMo NIMs enable a new generative screening paradigm. Using NIMs for protein structure prediction with AlphaFold,
molecule generation with MolMIM, and docking with DiffDock, we can now generate and screen candidate molecules in a matter of minutes. MolMIM can connect to custom applications to steer the generative process, iteratively optimizing for desired properties. These applications can be defined with BioNeMo microservices or built from scratch. Here, a physics-based simulation optimizes for a molecule's ability to bind to a target protein, while optimizing for other favorable molecular properties in parallel. MolMIM generates high-quality drug-like molecules that bind to the target and are synthesizable, translating to a higher probability of developing successful medicine. Ja, Jurgovic, das würde ich jetzt erstmal als Spekulation in den Raum werfen. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, dass viele der Errungenschaften, die wir heute im alltäglichen gebraucht haben, für Militär- oder kriegerische Zwecke tatsächlich first entwickelt wurden. Ob das aber jetzt die Gewichtung hat, die du da gerade nennst, ist reine Spekulation. NVIDIA MolMIM, Core Diff, there's a whole bunch of other models. Computer vision models, robotics models, and even, of course, some really, really terrific open source language models. These models are groundbreaking. However, it's hard for companies to use. How would you use it? How would you bring it into your company and integrate it into your workflow? How would you package it up and run it? Remember, earlier I just said that inference is an extraordinary computation problem. How would you do the optimization for each and every one of these models and put together the computing stack necessary to run that supercomputer so that you can run these models in your company? And so we have a great idea. We're going to invent a new way for you to receive and operate software. This software. Ja, Schnack an der Stelle ist es dann aber auch keine KI mehr, sondern tatsächlich nur die superschnelle Berechnung der Software, die auch vorher gewerkelt hat. Ne? Ob da jetzt die KI in dem Sinne viel weiterhilft oder halt die Berechnungsprogramme, die man auch vorher schon genutzt hat, um solche Modelle auszurechnen. Das tut sich, glaube ich, gleich, aber du hast halt jetzt eine Rechenpower langsam erreicht, die wirklich schwindelig macht. Ne? Also gehen wir jetzt weg von der ganzen KI. Alleine das, was er an Rechenpower fortgestellt hat, ist ja abnormal. Das ist ja schon. Und da sag mir nochmal einer Moslow's Dad, so, weißt du? Oder wie das auch immer heißt, der Mist. Distributing across the multiple GPUs. Triton inference server, all completely packaged together. It's optimized depending on whether you have a single GPU, multi-GPU, or multi-node of GPUs. It's optimized for that. And it's connected up with APIs that are simple to use. Now think about what an AI API is. An AI API is an interface that you just talk to. And so this is a piece of software in the future that has a really simple API, and that API is called human. And these packages, incredible bodies of software, will be optimized and packaged, and we'll put it on a website. And you can download it, you could take it with you, you could run it in any cloud, you could run it in your own data center, you can run in workstations if it fit, and all you have to do is come to ai.nvidia.com. We call it NVIDIA Inference Microservice, but inside the company, we all call it NIMS. Okay? Just imagine, someday there's going to be one of these chatbots, and these chatbots is going to just be in a NIM. And you'll assemble a whole bunch of chatbots. And that's the way software is going to be built someday. How do we build software in the future? It is unlikely that you'll write it from scratch or write a whole bunch of Python code or anything like that. It is very likely that you assemble a team of AIs. There's probably going to be a super AI that you use that takes the mission that you give it and breaks it down into an execution plan. Some of that execution plan could be handed off to another NIM. That NIM would maybe understand SAP. The language of SAP is ABAP. It might understand ServiceNow. And it go retrieve some information from their platforms. It might then hand that result to another NIM
who goes off and does some calculation on it. Maybe it's an optimization software, a combinatorial optimization algorithm. Maybe it's just some basic calculator. Maybe it's some numerical analysis on Das it. war And then it comes laut, back with its Bruder. answer, and it gets combined with everybody Wo kommt else's. der denn and her? because it's been presented with this is what Wolfi, the right answer should servus. look like, it knows what right answers to produce, and it presents it to you. We can get a report every single day at top of the hour. Dank dir that für has dein something to do T1, with a Mann. build plan or some forecast or some customer alert or some bugs database or whatever it happens to be. And we could assemble it using all these NIMs. And because these NIMs have been packaged up and ready to work on your systems, so long as you have NVIDIA GPUs in your data center or in the cloud, Ja, Fritzburg, das ist auch linear, aber die eine Linie war so und die andere ist jetzt so. And so we decided, this is such a great idea, we're going to go do that. And so NVIDIA has NIMs running all over the company. We have chatbots being created all over the place, and one of the most important chatbots, of course, is a chip designer chatbot. You might not be surprised, we care a lot about building chips. And so we want to build chatbots, AI co-pilots, that are co-designers with our engineers. And so this is the way we did it. So we got ourselves a Llama 2. This is a 70B, and it's packaged up in a NIM. And we asked it, what is a CTL? Well, it turns out CTL is an internal program, and it has an internal proprietary language, but it thought the CTL was a combinatorial timing logic, and so it describes conventional knowledge of CTL, but that's not very useful to us. And so we gave it a whole bunch of new examples. This is no different than onboarding an employee. We say, thanks for that answer, it's completely wrong. And then we present to them, this is what a CTL is, okay? And so this is what a CTL is at NVIDIA. And the CTL, as you can see, CTL stands for Compute Trace Library, which makes sense. We were tracing compute cycles all the time, and it wrote the program. Isn't that amazing? And so the productivity of our chip designers can go up. This is what you can do with a NIM. First thing you can do with it is customize it. We have a service called Nemo Microservice that helps you curate the data, preparing the data so that you could teach this, onboard this AI. You fine-tune them, and then you guardrail it. You can even evaluate the answer, evaluate its performance against other examples. And so that's called the Nemo Microservice. Now, the thing that's emerging here is this. There are three elements, three pillars of what we're doing. The first pillar is, of course, inventing the technology for AI models and running AI models and packaging it up for you. The second is to create tools to help you modify it. First is having the AI technology. Second is to help you modify it. And third is infrastructure for you to fine-tune it and, if you like, deploy it. You could deploy it on our infrastructure called DGX Cloud, or you can deploy it on-prem, you can deploy it anywhere you like. Once you develop it, it's yours to take anywhere. And so we are effectively an AI foundry. We will do for you and the industry on AI what TSMC does for us building chips. And so we go to TSMC with our big ideas, they manufacture it, and we take it with us. And so exactly the same thing here, AI foundry, and the three pillars are the NIMs, Nemo Microservice, and DGX Cloud. The other thing that you could teach the NIM to do is to understand your proprietary information. Remember, inside our company, the vast majority of our data is not in the cloud. It's inside our company. It's been sitting there, being used all the time, and gosh, it's basically NVIDIA's intelligence. We would like to take that data. Das Problem an der Geschichte, Taurus, dass die das einen Scheißdreck interessiert, weil die völlig anderen Fokus haben. Learn its meaning and then re-index that knowledge into a new. So, AMD hat das besser gemacht, weil ihr Fokus darauf liegt. Die interessiert das einen Kackdreck, weil sie ganz anderen Fokus haben und ganz andere, viel höher gesteckte Ideen verfolgen. In the future, once you create it, you can talk to it. And so let me give you an example. Dem du sowas sagst, wertest du eigentlich AMD tatsächlich sogar ab, wenn du mal überlegst. Ja?
Sollte ein Diss gegenüber Nvidia sein. Wenn man den aber genau durchdenkt, ist es ein Diss gegenüber AMD. Proprietary to you, critical to your company. You can encode it, just as we encoded pixels of a cat, and it becomes the word cat. We can encode all of your PDF, and it turns into. Ja, wir wollen Taurus ausliefern übrigens. Das ist richtig, Tech-Doc Tobi. Wir sind hier gerade schon am Überlegen. Der Fritzbox macht gleich auch eine Abstimmung, ob wir Taurus an die Ukraine ausliefern. No? So you just chat with data. And how much more enjoyable is that? You know, for our software. Ich weiß zwar nicht, was der gemacht hat, warum die Ukraine unbedingt will, dass Taurus ausgeliefert wird, aber grundsätzlich, ne, wir brauchen halt ein Opfer. Ne? Bugs database, you need therapy. And so we have another chatbot for you. You can do it. Okay, so we call this Nemo Retriever, and the reason for that is because ultimately its job is to go retrieve information as quickly as possible. And you just talk to it. Hey, retrieve me this information. It goes, was jetzt los? Brings it back to you. Do you mean this? You go, yeah, perfect. Okay. And so we call it the Nemo Retriever. Well, the Nemo service helps you create all these things, and we have all these different NIMs. We even have NIMs of digital humans. I'm Rachel, your AI care manager. Okay, so it's a really short clip, but there were so many videos to show you, I guess, so many other demos to show you, and so I had to cut this one short. But this is Diana. Ich verpissen die Russen aus der Ukraine ganz einfach. And you just talk to her, and she's connected, in this case, to Hippocratic AI's large language model for healthcare, and it's truly amazing. She is just super smart about healthcare things. You know, and so after you're done, after my Dwight, my VP of software engineering, talks to the chatbot for bugs database, then you come over here and talk to Diane, and so Diane is completely animated with AI, and she's a digital human. There's so many companies that would like to build. They're sitting on gold mines. The enterprise IT industry is sitting on a gold mine. It's a gold mine because they have so much understanding of the way work is done. They have all these amazing tools that have been created over the years, and they're sitting on a lot of data. If they could take that gold mine and turn them into co-pilots, these co-pilots could help us do things. And so just about every IT franchise, IT platform in the world that has valuable tools that people use is sitting on a gold mine for co-pilots, and they would like to build their own co-pilots and their own chatbots. And so we're announcing that NVIDIA AI Foundry is working with some of the world's great companies. SAP generates 87% of the world's global commerce. Basically, the world runs on SAP. SAP, das ist aber Deutsch. NVIDIA and SAP are building Grüße gehen raus an den guten Dietmar. Co-pilots using NVIDIA NeMo and DGX Cloud. ServiceNow, they run 85% of Ey, keine Ahnung. Ich habe auch gedacht, der ist in einer halben Stunde fertig. Jetzt sind wir bei 1,5 Stunden. They're using NVIDIA AI Foundry to build ServiceNow Assist virtual assistants. Aber ein ziemlich erfolgreiches Gespür. Backs up the world's data. They're sitting on a gold mine of data. Hundreds of exabytes of data, over 10,000 companies. NVIDIA AI Foundry is working with them, helping them build their Gaia generative das wird von, es wird auf YouTube gewesen sein, dann is a company that stores the world's digital warehouse in the cloud and serves over 3 billion queries a day for 10,000 enterprise customers. Snowflake is working with NVIDIA AI Foundry to build co-pilots with NVIDIA NeMo and NIMs. NetApp, nearly half of the files in the world are stored on-prem on NetApp. NVIDIA AI Foundry is helping them build chatbots and co-pilots like those vector databases and retrievers with NVIDIA NeMo and NIMs. And we have a great partnership with Dell. Everybody who is building these chatbots and generative AI, when you're ready to run it, you're going to need an AI factory. And nobody is better at building end-to-end systems of very large scale for the enterprise than Dell. And so anybody, any company, every company will need to build AI factories. Quatsch nicht so ein Scheiß da jetzt, und sonst muss ich dich bannen. Wirklich, lass das Thema sein.
Ladies and gentlemen, Michael Dell. Technik-Stream hier, falls du das nicht siehst. Okay, let's talk about the next wave of robotics, the next wave of AI, robotics, physical AI. So far, all of the AI that we've talked about is one computer. Data comes into one computer, lots of the world's, if you will, experience in digital text form. The AI imitates us by reading a lot of the language to predict the next words. It's imitating you by studying all of the patterns and all the other previous examples. Of course, it has to understand context and so on and so forth, but once it understands the context, it's essentially imitating you. We take all of the data, we put it into a system like DGX, we compress it into a large language model, trillions and trillions of parameters become billions and billions, trillions of tokens becomes billions of parameters, these billions of parameters becomes your AI. Well, in order for us to go to the next wave of AI, where the AI understands the physical world, we're going to need 3 computers. The first computer is still the same computer. It's that AI computer that now it's going to be watching video, and Sascha, maybe it's komm gut ins synthetic Bett, guten data Abend. generation, and maybe there's a lot of human examples, just as we have human examples in text form, we're going to have human examples in articulation form, and the AIs will watch us, understand what is happening, and try to adapt it for themselves into the context. And because it can generalize with these foundation models, maybe these robots can also perform in the physical world fairly generally. So I just described in very simple terms essentially what just happened in large language models, except the ChatGPT moment for robotics may be right around the corner. And so we've been building the end-to-end systems for robotics for some time. I'm super, super proud of the work. We have the AI system, DGX. We have the lower system, which is called AGX, for autonomous systems, the world's first robotics processor. When we first built this thing, people are, what are you guys building? It's a SoC, it's one chip, it's designed to be very low power, but it's designed for high-speed sensor processing and AI. And so if you want to run transformers in a car, or you want to run transformers in a anything that moves, we have the perfect computer for you. It's called the Jetson. And so the DGX on top for training the AI, the Jetson is the autonomous processor, and in the middle, we need another computer. Whereas large language models have the benefit of you providing your examples and then doing reinforcement learning human feedback. What is the reinforcement learning human feedback of a robot? Well, it's reinforcement learning physical feedback. That's how you align the robot. That's how the robot knows that as it's learning these articulation capabilities and manipulation capabilities, it's going to adapt properly into the laws of physics. And so we need a simulation engine that represents the world digitally for the robot. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich jetzt schon die Runde PUBG nebenbei starte, damit wenigstens ein bisschen Action reinkommt. Ist wirklich ein bisschen viel, so nicht? Also sonst haben wir ja immer so eine halbe Stunde Präsentation. Wir sind halt jetzt bei über 1,5 Stunden. Okay, and so basically we built these 3 things, these 3 systems. On top of it, we have algorithms for every single one. Now, I'm going to show you one super example of how AI and Omniverse are going to work together. The example I'm going to show you is kind of insane, but it's going to be very, very close to tomorrow. Einfach Anno 1800 nebenbei starten. Da brauche ich auch eine KI, die mir meine Dörfer hinstellt. Inside the robotics building are going to be some autonomous systems. Some of the autonomous systems are going to be called humans, and some of the autonomous systems are going to be called forklifts. And these autonomous systems are going to interact with each other, of course, autonomously, and it's going to be overlooked upon by this warehouse to keep everybody out of harm's way. The warehouse is essentially an air traffic controller. And whenever it sees something happening, it will redirect traffic and give new waypoints, just new waypoints to the robots and the people, and they'll know exactly what to do. This warehouse, this building, you can also talk to. Of course you could talk to it. Hey, SAP Center, how are you feeling today? For example. And so you could ask the warehouse the same questions. Basically, the system I just described will have Omniverse Cloud that's hosting the virtual simulation, and AI running on DGX Cloud, and all of this is running in real time. Let's take a look.
The future of heavy industries starts as a digital twin. The AI agents helping robots, workers, and infrastructure navigate unpredictable events in complex industrial spaces will be. Das ist halt auch so eine Sache, die gut, aber auch schlecht sein kann. Das Engineering von wirklich Logistik, aber auch Produktion und auch Entwurf, also diese komplette Engineering-Schiene, wird halt sowas von extrem schnell. Die Frage ist nur, wie wird das genutzt, um wirklich Ressourcen zu sparen oder um noch mehr Müll herzustellen. Weil wir müssen halt echt mit dieser Überproduktion von Dingen, die kein Mensch braucht, damit müssen wir echt aufhören, so, ne? Einfach Ressourcen zu verballern, die nutzlos für Scheiße verballert werden. Ne? The system adapts to real-world unpredictability. Here, an incident occurs along this AMR's planned route, blocking its path as it moves to pick up a pallet. NVIDIA Metropolis updates and sends a real-time occupancy map to Coopt, where a new optimal route is calculated. The AMR is enabled to see around corners and improve its mission efficiency. With generative AI-powered Metropolis Vision Foundation models, operators can even ask questions using natural language. The visual model understands nuanced activity and can offer immediate insights to improve operations. All of the sensor data is created in simulation and passed to the real-time AI, running as NVIDIA Inference Microservices, or NIMs. And when the AI is ready to be deployed in the physical twin, the real warehouse, we connect Metropolis and Isaac NIMs to real sensors with the ability for continuous improvement of both the digital twin and the AI models. Isn't that incredible? And so, remember, a future facility, warehouse, factory, building will be software defined. And so the software is running. Ja gut, die Anfänge, dass TikTok im Westen abgeschaltet wird oder gezwungen wird zu verkaufen, sind ja gemacht. In der USA dauert das nicht mehr lange. Ich finde sowieso geil, dass China sich darüber aufregt, wie man das TikTok vorschreiben will. Ein Land, was straight up alle anderen Social-Media-Plattformen abgeschaltet hat. TikTok wird auf absehbare Zeit eine chinesische App für chinesische Menschen. Das wird in den restlichen Ländern Safe Call verboten. And with these APIs, you're going to have these magical digital twin capability. We also have turned Vor allem brauchst du es ja auch nicht mehr wirklich, ne? YouTube Shorts for the win, ne? The ability to chat USD, the language of our language is, human, and Omniverse's language, as it turns out, is universal scene description. And so that language. Die brauchen nicht suchen, die gibt es, Jugovic. YouTube Shorts. That language, and so you can speak to it in English, and it would directly generate USD, and it would talk back in USD, but converse back to you in English. You could also look for information in this world semantically. Instead of the world being encoded semantically in language, now it's encoded semantically in scenes. And so you could ask it of certain objects or certain conditions or certain scenarios, and it can go and find that scenario for you. It also can collaborate with you in generation. You could design some things in 3D, it could simulate some things in 3D, or you could use AI to generate something in 3D. Das ist tatsächlich auch fast die einzigen Plattformen, die ich überhaupt noch konsumiere, YouTube und Twitch. Und ein paar Mediatheken. Aber eigentlich nur öffentlich-rechtliche. You've seen now so many different companies in the industrial space. Heavy industries is one of the greatest final frontiers of IT. And we finally now have the necessary technology to go and make a real impact. Siemens is building the industrial metaverse. And today we're announcing that Siemens is connecting their crown jewel accelerator to NVIDIA Omniverse. Let's take a look. Siemens technologies transform the everyday for everyone. Teamcenter X, our leading product lifecycle management software from the Siemens Accelerator platform, is used every day by our customers to develop and deliver products at scale. Now we are bringing the real and the digital worlds even closer by integrating NVIDIA AI and Omniverse technologies into Teamcenter X. Omniverse APIs enable data interoperability and physics-based rendering to industrial scale design and manufacturing projects. Our customers, HD&A,
market leader in sustainable ship manufacturing, builds ammonia and hydrogen-powered ships, often comprising over 7 million discrete parts. With Omniverse APIs, Teamcenter X lets companies like HD Hyundai unify and visualize these massive engineering data sets interactively and integrate generative AI to generate 3D objects or HDRI backgrounds to see their projects in context. The result? An ultra-intuitive, photoreal, physics-based digital twin that eliminates waste and errors, delivering huge savings in cost and time. And we are building this for collaboration, whether across more Siemens accelerator tools like Siemens NX or Star CCM+, or across teams working on their favorite devices in the same scene together. Ich denke, es, also von dem Sprechen her kann es sein, dass ein Asiate ist. Die sind ja grundsätzlich so in der Betonung etwas drüber. And Omniverse integration across the Siemens accelerator. Sascha, gute Nacht. Fett, ihr könnt Sascha auch gute Nacht sagen, ne? Wir sind nett hier zueinander. The professional voice actor happens to be a good friend of mine, Roland Busch, who happens to be the CEO of Siemens. Once you get Omniverse connected into your workflow, your ecosystem, from the beginning of your design to engineering, to manufacturing planning, all the way to digital twin operations, once you connect everything together, it's insane how much productivity you can get. And it's just really, really wonderful. All of a sudden, everybody's operating on the same ground truth. Du musst dir mit diesen AI-Sachen, mit den ganzen Möglichkeiten, die da sind, stell dir vor, wir hätten jetzt nicht eine Welt, wo es super viele Hurensöhne gibt, die sich gerade gegenseitig bekriegen wollen und sich gegenseitig in den Arsch treten wollen und sich gegenseitig daran hindern, die Menschheit mit dieser Möglichkeit extrem weit nach vorne zu bringen. Wenn wirklich alle Menschen an einem Strang ziehen würden, was dann für einen Sprung an Evolution möglich wäre. Aber nein, wir haben so viele völlig verstrahlte Wichser auf der Erde, die sich lieber TNT um die Ohren hauen und irgendwelche Machtspielgedanken austragen. Das ist wirklich traurig, Mann. Die Menschheit ist einfach zum Kotzen. Ja, viel AI-Gequatsche hast du verpasst. 焕发出独特的魅力。我喜欢有质感些的灰色。非常好的选择。Ei, genau. Ei. Ist gar nicht mal so schön, die Karre, ne? Ja, Jogovic, viele davon sind aber auch angesteckt von den unzählig Tausenden und Abertausenden von Bots, die Desinformation streuen. Ne? Schöne Grüße gehen da raus, ne, an unsere russischen und chinesischen Kollegen. It is very, very strange that you walk around virtual doors. When I was getting out of that car. Und schöne Grüße an Axel Springer, richtig. Ja. Really und Tucker Carlson. Vision Pro connected to Omniverse portals you into Omniverse. Und Sarah Wagenknecht auch. Hat die heute schon wieder für eine Scheiße von sich gegeben hat, Bruder. And connected to Omniverse, you can have this type of workflow. Really incredible. Let's talk about robotics. Everything that moves will be robotic. There's no question about that. It's safer, it's more convenient.
And one of the largest industries is going to be automotive. We build the robotic stack from top to bottom, as I was mentioned, from the computer system, but in the case of self-driving cars, including the self-driving car application. At the end of this year, or I guess beginning of next year, we will be shipping in Mercedes, and then shortly after that, JLR. And so these autonomous robotic systems are software-defined. They take a lot of work to do, has computer vision, has obviously artificial intelligence, control and planning, all kinds of very complicated technology, and takes years to refine. We're building the entire stack. However, we open up our entire stack for all of the automotive industry. This is just the way we work. The way we work in every single industry, we try to build as much of it as we can so that we understand it, but then we open it up so that everybody can access it. Whether you would like to buy just our computer, which is the world's only full, functional, safe ASIL-D system that can run AI, this functional, safe ASIL-D quality computer, or the operating system on top, or, of course, our data centers, which is in basically every AV company in the world. However you would like to enjoy it, we're delighted by it. Today, we're announcing that BYD, the world's largest EV company, is adopting our next generation. It's called Thor. Thor is designed for transformer engines. Thor, our next generation AV computer, will be used by BYD. You probably don't know this fact that we have over 1 million robotics developers. We created Jetson, this robotics computer. We're so proud of it. The amount of software that goes on top of it is insane. But the reason why we can do it at all is because it's 100% CUDA compatible. Everything that we do in our company is in service of our developers. And by us being able to maintain this rich ecosystem and make it compatible with everything that you access from us, we can bring all of that incredible capability to this little tiny computer we call Jetson, a robotics computer. We also today are announcing this incredibly advanced new SDK. We call it Isaac Perceptor. Isaac Perceptor, most of the robots today are pre-programmed. They're either following rails on the ground, digital rails, or they'd be following APRO tags. But in the future, they're going to have perception. And the reason why you want that is so that you could easily program it. You say, would you like to go from point A to point B? And it will figure out a way to navigate its way there. So by only programming waypoints, the entire route could be adaptive. The entire environment could be reprogrammed, just as I showed you at the very beginning with the warehouse. You can't do that with pre-programmed AGVs. If those boxes fall down, they just all gum up and they just wait there for somebody to come clear it. And so now, with the Isaac Perceptor, we have incredible state-of-the-art vision odometry, 3D reconstruction, and in addition to 3D reconstruction, depth perception. The reason for that is so that you can have two modalities to keep an eye on what's happening in the world. Isaac Perceptor. The most used robot today is a manipulator, manufacturing arms, and they are also pre-programmed. The computer vision algorithms, the AI algorithms, the control and path planning algorithms that are geometry aware, incredibly computationally intensive. We have made these CUDA accelerated. So we have the world's first CUDA accelerated motion planner that is geometry aware. You put something in front of it, it comes up with a new plan and articulates around it. It has excellent perception for pose estimation of a 3D object. Not its pose in 2D, but its pose in 3D. So it has to imagine what's around and how best to grab it. So the foundation pose, the grip foundation, and the articulation algorithms are now available. We call it Isaac Manipulator. And they also just run on NVIDIA's computers. We are starting to do some really great work in the next generation of robotics. The next generation of robotics will likely be a humanoid robotics. We now have the necessary technology, and as I was describing earlier, the necessary technology to imagine generalized human robotics. In a way, human robotics is likely easier, and the reason for that is because we have a lot more imitation training data that we can provide the robots because we are constructed in a very similar way.
it is very likely that the humanoid robotics will be much more useful in our world because we created the world to be something that we can interoperate in and work well in. And the way that we set up our workstations and manufacturing and logistics, they were designed for humans. They were designed for people. And so these humanoid robotics will likely be much more productive to deploy. While we're creating, just like we're doing with the others, the entire stack. Starting from the top, a foundation model that learns from watching video, human examples. It could be in video form, it could be in virtual reality form. We then created a gym for it called Isaac Reinforcement Learning Gym, which allows the humanoid robot to learn how to adapt to the physical world. And then an incredible computer, the same computer that's going to go into a robotic car, this computer will run inside a humanoid robot called Thor. It's designed for transformer engines. We've combined several of these into one video. This is something that you're going to really love. Take a look. It's not enough for humans to imagine. We have to invent and explore and push beyond what's been done. A fair amount of detail. We create smarter and faster. We push it to fail so it can learn. We teach it, then help it teach itself. We broaden its understanding to take on new challenges with absolute precision and succeed. We make it perceive and move and even reason so it can share our world with us. This is where inspiration leads us, the next frontier. This is NVIDIA Project Groot. A general-purpose foundation model for humanoid Kann er robot nicht, learning. siehst du? The Groot model takes multimodal instructions and past interactions as input and produces the next action for the robot to execute. We developed Isaac Lab, a robot learning application to train Groot on Omniverse Isaac Sim. And we scale out with Osmo, a new compute orchestration service that coordinates workflows across DGX systems for training and OVX systems for simulation. With these tools, we can train Groot in physically based simulation and transfer zero shot to the real world. The Groot model will enable a robot to learn from a handful of human demonstrations, so it can help with everyday tasks and emulate human movement just by observing us. This is made possible with NVIDIA's technologies that can understand humans from videos, train models in simulation, and ultimately deploy them directly to physical robots. Connecting Groot to a large language model even allows it to generate motions by following natural language instructions. Hi, GL1. Can you give me a high five? Sure thing. Let's high five. Can you give us some cool moves? Sure. Check this out. All this incredible intelligence is powered by the new Jetson Thor robotics chips, designed for Groot, built for the future. With Isaac Lab, Osmo, and Groot, we're providing the building blocks for the next generation of AI-powered robotics. Digga, haben die jetzt dahingestellt oder was?
About the same size. The soul of NVIDIA, the intersection of computer graphics, physics, artificial intelligence. It all came to bear at this moment. The name of that project, General Robotics 003. I know, super good. Super good. Well, I think we have some special guests. Tony Stark. Ach, warum sind die so süß? So I understand you Oh, guys guck mal, die are rennen powered by richtig. Jetsons. They're powered by Jetsons. Little Jetson robotics computers inside. They learn to walk in Isaac Sim. Ladies and gentlemen, this is orange, and Ich this is will the einen für famous zu Hause. green. They are the BDX robots of Disney. Amazing Disney research. Come on, you Think guys, das let's wrap up. cringe? Let's go. 5 things. Where are you going? I sit right here. Don't be afraid. Come here, Green. Hurry up. What are you saying? No, it's not time to eat. It's not time to eat. I'll give you a snack in a moment. Let me finish up real quick. Digga, das ist schon Come on, Green, sehr hurry up. weird, oder? Stop wasting time. 5 things. 5 things. First, a new industrial revolution. Every data center should be accelerated. $1 trillion worth of installed data centers will become modernized over the next several years. Second, because of the computational capability we brought to bear, a new way of doing software has emerged, generative AI, which is going to create new infrastructure dedicated to doing one thing and one thing only. Not for multi-user data centers, but AI generators. These AI generation will create incredibly valuable software. A new industrial revolution. Second, the computer of this revolution, the computer of this generation, generative AI, trillion parameters, Blackwell, insane amounts of computers and computing. Third, I'm trying to concentrate. Good job. Third, new computer creates new types of software. New type of software should be distributed in a new way so that it can, on the one hand, be an endpoint in the cloud and easy to use, but still allow you to take it with you because it is your intelligence. Your intelligence should be packaged up in a way that allows you to take it with you. We call them NIMs. And third, these NIMs are going to help you create a new type of application for the future. Not one that you wrote completely from scratch, but you're going to integrate them like teams. Gleich kommt Create Data these auf die Bühne. applications. We have a fantastic capability between NIMs, the AI technology, the tools, NeMo, and the infrastructure DGX Cloud in our AI Foundry to help you create proprietary applications, proprietary chatbots. And then lastly, everything that moves in the future will be robotic. You're not going to be the only one. And these robotic systems, whether they are humanoid, AMRs, self-driving cars, forklifts, manipulating arms, they will all need one thing. Giant stadiums, warehouses, factories. There can be factories that are robotic. Dingens, Will Smith Manufacturing kämpft lines mit that are dem gleich. robotics, building cars that are robotics. These systems all need one thing. They need a platform, a digital platform, a digital twin platform, and we call that Omniverse, the operating system of the robotics world. These are the 5 things that we talked about today. Robot, What ja. does NVIDIA look like? What does NVIDIA look like? When we talk about GPUs, Wieso steht denn der Grüne da jetzt einfach da so, hol den doch mal ran. GPUs. First, I see a bunch of software stacks and things like that. And second, I see this. This is what we announced to you today. This is Blackwell. This is the platform.
Ganz makaber, demnächst stirbt keiner mehr auf dem Schlachtfeld, sondern sind nur noch Roboter. Ja, wir holen einfach die ganzen kaputten Panzer von den Schlachtfeldern. So, machen da Roboter draus. Fertig. Listen, orange, green, I think we have one more treat for everybody. What do you think? Should we? Okay, we have one more thing to show you. Roll it. Gibt's denn jetzt einen Fußball oder was? Egal. Ja, sicher mit Blinker. Klar, war aber nicht. Thank you. Have a great GTC. Thank you all for coming. Thank you. Beeindruckend. Beeindruckend, was möglich ist. Beängstigend, was möglich ist. Beides zugleich. In meinen Augen. Beides zugleich. Ist, wo soll das noch hinführen? Wie profitieren wir alle davon? Krass. Krass. Ja, einfach krass. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt einfach sehr, sehr beeindruckend. Es ist natürlich eine Präsentation, ne, da muss man wieder ein paar Prozent abziehen. Da muss man natürlich ein paar Prozent abziehen. Aber ist schon, ja, wie man jetzt schreibt, krasser Scheiß, Alter. Wie gesagt, die Möglichkeiten grenzenlos, sowie die Gefahren ebenfalls grenzenlos. Und ich weiß nicht, wo das hinführt. Beeindruckend und beängstigend, ja. Auf der einen Seite absolut notwendig. Medizinische Zwecke, um Krankheiten zu besiegen, die uns seit Jahrzehnten heimsuchen. Engineering, Geschwindigkeit, wissenschaftliche Geschwindigkeit und alles maßlos wichtig für unsere Zukunft. Aber auch die Gefahren ebenfalls sehr, sehr übel hoch. Aber hey,
Der Mensch hat eine Atombombe erfunden, wo nur Gefahren drin stecken und kein Nutzen. Ich weiß, es ist ein doofer Vergleich, aber mit irgendwas muss ich mich runterholen. Denn das, ja, heftig. Heftig, heftig, heftig. Da fehlen dann aber auch wirklich dann erstmal die Worte, was man dazu tatsächlich so sagen möchte, soll. Weil man auch so dieses dämliche Angstgefühl daneben hat. Abend erstmal, Abend. T1000 lässt grüßen. Ja, lull. Das hart. Hart. Das war ein langer Stream. Ich habe nicht damit gerechnet. Und eigentlich wollte ich noch das EVO unboxen, aber wir haben ja Donnerstag noch. Ne? Ich werde nämlich tatsächlich den Stream auf Donnerstags umstellen. Und vielleicht auch montags noch mit hinzunehmen. Je nachdem, die Baller League ist jetzt bald vorbei. Dann ist Montag eigentlich auch wieder frei. Deswegen macht da ein Umstellen nicht schlimm. Aber wir können auch mal langsam versuchen, mehr zu streamen. Um vielleicht eventuell unsere 75 Average zu kriegen und doch noch einen Partnerstatus dieses Jahr zu ergattern. Ich habe da voll Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr könnt uns dabei helfen tatsächlich. Sagt einfach euren Kumpels, die ebenfalls Nerds sind, Bescheid, dass hier so ein alter Mann mit Brille sitzt und sich mit euch zusammen den neuesten Scheiß anguckt. Ne? Zwischendurch gibt es dann auch noch mal was zu gewinnen oder mal eine Tested Keep It Aktion, aber auch mal ein bisschen Kacke-Gelaber. Wie gesagt, verbreitet gerne unseren Stream, verbreitet gerne unsere Social-Media-Kanäle. Wir haben 23 Uhr, ich will noch schnell meine Dailies machen im PUBG. Ich schicke euch nach Intel. Alter Mann, ich bin schon 44 jetzt, ich bin jetzt nicht mehr so jung. Ich will noch schnell meine Dailies machen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich schicke euch schnell nach Intel. Die streamen nämlich irgendwas. Keine Ahnung was, aber irgendwas streamen die da. Wenn ihr da weiter Technikkram gucken wollt, macht das gerne. Ich bin Donnerstag wahrscheinlich wieder da. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch einschaltet. Und ich habe mal den Raid gestartet. Macht den mit, ihr kriegt Kanalpunkte dafür. Ne? Für Kanalpunkte irgendwann ein großes Merch-Paket, denkt dran. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und so lange durchgehalten habt. Wir sehen uns, denke ich, Donnerstag. No? An der Stelle. No? Und so, Kuss auf die Nuss. Ne? Tschüss. So Fantech does